Muss Ihnen ein Kompliment machen, Frau Binnerl? Das Gulasch war prima. So, jetzt muss ich aber rennen. Wo geht's denn schon wieder hin? Du weißt doch eh, dass ich heute Versammlung habe. Versammlung oder bei Versammlung? Herr Hatzinger, mischt aber die Kurten. Bin gleich wieder da. Geh, Mama, hilf mir geschwind das Anspendeln, bevor der Papa zurückkommt. Das wieder ausschaut. So verknittert. Darfst nicht so einen schlamperten Eindruck machen, dass mit alle die jungen Herren von der SA zusammenkommst. Ist schon recht. Sag einmal, kommt eigentlich der Jute, der Rosenblatt, noch immer her zu der Rockpartie? Das wird sich aufhören müssen. Bei meiner Stellung in der Partei? Ja, ich weiß schon. Lass mich noch machen. Wird wahrscheinlich spät sein heute Nacht. Was dann? Herr Hitler! Grüß dich, Hansi. Herr Hitler, Bockerer! Herr Hitler! Karli, hast du schon den Kopf des Führers in die Auslage gegeben? Wir haben eh den Schweinskopf in der Auslage. Was brauchen wir denn den Kopf des Führers? Ja, du, Herr Bockerer, ich würde mich an deiner Stelle nicht so drastisch ausdrücken. Ganz richtig, Herr Hatzinger. Der Nationalsozialistische Sächermeisterverband Großdeutschlands hat uns aufgefordert, den Kopf des Führers in der Auslage zu haben. Bis spätestens Mittwoch 12 Uhr. Und du sprichst von einem Schweinskopf. Ja, wie kommt denn das eine zum anderen? Was, denn eben das eine zum anderen kommt die her, aber nur Kopf. Und man halt denkt, das handelt sich um den Schweinskopf in der Auslage. Kruzifix einmal! Ja, das ist doch kein Grund zur Aufregung, lieber Freund. Ein Missverständnis. Es handelt sich ja in diesem Fall nicht um einen wirklichen Kopf, sondern um ein Porträt, ein Profil sozusagen. Eine künstlerische Reproduktion. Ja, was braucht denn nie ein Profil von dem Kopf, wenn ich mir im Petersen ins Maul gesteckt habe? Also bitte schön, Herr Hatzinger, so geht das schon seit dem Umbruch. Der Mann kann sich eben nicht an die neuen Verhältnisse gewöhnen. Wenn ihr wisst, wo der Rosenblatt so lang bleibt. Du, Karli, ich glaube nicht, dass der Herr Rosenblatt zur heutigen Tarokpartie erscheinen wird. Warum denn nicht? Ich glaube auch nicht, dass der Herr Rosenblatt überhaupt in Hinkunft an unseren Tarokpartien teilnehmen wird. Was nicht das Ärgste wäre? Vorigen Donnerstag hat er mich schon einiges. 4 Schilling 36 Groschen hat er mir angenommen. Um das Geld kaufe ich mir einen neuen Tarokpartner. Der spielt ein diplomatisches Tarok, der Dr. Rosenblatt. Ein Rosenblatt braucht überhaupt nicht mehr kommen. Vielleicht sind wir ihm nicht gut genug, weil er ein Rechtsanwalt ist. Und das hat doch mit der Rechtsanwalt gar nichts zu tun. Das sind die Nürnberger Gesetze. Die was? Die Nürnberger Gesetze. Hier ist die Bahne gegossen und nicht Nürnberg. Ja, ist aber Karli, hast denn du noch nie was von den Nürnberger Gesetzen gehört? Na, Nürnberger Spielzeug, Nürnberger Lebkuchen, davon habe ich was gehört, aber Nürnberger Gesetze nicht. Was ist denn das? Also dann, die Nürnberger Gesetze bestimmen, dass den Ariern der Verkehr mit rassenfremden Elementen nicht mehr gestattet ist. Was hat das mit dem Rosenblatt und unserer Tarokpartie zu tun? Ich möchte dich aufmerksam machen, Herr Bockerer, dass der Dr. Rosenblatt ein vollblütiger Jude ist. Deswegen kann er nicht mehr zum Tarok spielen kommen? Deswegen, jawohl, deswegen. Ach, das gefällt mir jetzt. Ein Mensch, der seit 5 Jahren jeden Donnerstag um 8:45 zu einer Tarokpartie kommt, kann auf einmal nicht mehr kommen, weil wir rassenfremde Elemente sind. Was heißt denn das? Seit wann bin denn ich rassenfremd? Seit wann bin ich ein Element?
Was sind denn das für Gesetze? Was soll denn das heißen? Du bist ja nicht das rassenfremde Element. Der Rosenblatt ist besagtes Element. Vor dessen Verkehr uns die Nürnberger Gesetze schützen. Was braucht denn mir Gesetz schützen, weil ich mit dem Rosenblatt da hochgespielt tue? Schau, Herr Bockerer, die Jurisdiktion des Dritten Reiches. Was? Ja, die Auslegung der Gesetze. Also Moment, jetzt ist genug, gell? Auslegung der Gesetze. Was Gesetze anbelangt, da kennt sich der Rosenblatt besser aus als wie jeder Nürnberger. Der Rosenblatt. Der Name allein sagt alles. Rosenblatt und Lipschitz. Ja, das sind zwei Juden. Aber der Rosenblatt, der hat das ganze Strafgesetzbuch im Kopf, in Corpus Delicti, kann auswendig von vorn nach hinten und von hinten nach vorn. Nürnberg hin, Nürnberg her, Pforzheim hin, Pforzheim her, Benzing, Krems, Heiligenstadt, ist alles ganz wurscht. Jud hin, Jud her, vollblütig oder blutarm. Solange der Rosenblatt ein Arier ist, fühle ich mich als rassenfremdes Element geehrt, von ihm im Tarot geschlagen zu werden. Ja, guten Abend, Herr Inspektor. Wir werden noch Unannehmlichkeiten haben, wenn du so schreist, Karli. Was siehst du das? Küss die Hand, Frau Wienerl. Grüß Sie, Herr von Hatzinger. Servus, lieber Bockerer. Servus, Herr Doktor, setz dich nieder, der Hatzinger hat schon gemischt. Wir fangen gleich an. Ja, was haben wir denn, meine Herrschaften? Gar nix. Frau Wienerl, meine Herren, ich sehe mich leider gezwungen, Ihnen eine höchst betrübliche Mitteilung zu machen. Was meinst du, Herr Doktor? Herr von Bockerer, Sie werden heute zum allerletzten Mal zu mir sagen, Ihr Blatt, Herr Rosenblatt. Dies ist nämlich meine letzte Tarockpartie in diesem so gastfreundlichen Hause auf der Wieden. Was habe ich gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Gar nichts hast du gesagt. Was soll denn das heißen, Herr Doktor? Herrschaften, was Sie da sehen, ist mein amerikanisches Visum. Aha. Ich bin sozusagen der erste Wiener mosaischen Glaubens, dem sich die Möglichkeit eröffnet hat, seine geliebte Heimat Österreich mit dem Lande der Freiheit baldigst zu vertauschen. Gestatten? Prost! Kehlmann. Geh mal. Ihr Blatt, Herr Rosenblatt. Sehen Sie, Herr Doktor, und der Karli hat mir's nicht glauben wollen, während Sie als ein gebildeter Mensch die Sachlage sofort erfasst haben. Auch wenn ich ein Tepp wäre, müsste ich weg, Frau Wienerl. Und weil ich eben gewusst habe, dass Sie nicht mehr unser Anwalt sein werden, der Karli hat mir's ja nicht glauben wollen, habe ich ganz allein, ohne jede Hilfe, den Karli und meinen Aria-Nachweis besorgt, was selbstverständlich unseren Sohn beinhaltet. Und weil Sie gerade zum letzten Mal da sind, müssen Sie mir noch geschwind sagen, ob die Papiere alle stimmen. Aber Wetterli, Herr, ich bin gleich zurück. Was hat's besorgt, die Bienel? Ich glaube, richtig verstanden zu haben, dass es sich um den Aria-Nachweis handelt. Ein Aria-Nachweis? Hast du einen Hatzinger? Sie, Herr Doktor? Ich habe das ja nicht notwendig. Du musst mir anbrauchen, weiß ich auch nicht. Die Nürnberger Das Gesetze. fängt ja an mit dem Blödsinn an. Also, hier ist dem Karli seiner. Vater, Mutter, Großvater, Großmutter, väterlicherseits, mütterlicherseits, Taufschein, Geburtsschein. Dein Stammbaum ist rein, Karli. Was ist er? Und hier, Herr Doktor, jetzt passen Sie bitte schon ganz genau auf, sind meine Papiere. Vater, Mutter, Taufschein, alles hier. Großvater, Großmutter, väterlicherseits. Was den Hansi, unseren Sohn, automatisch Rassen reinmacht, gell? Ist er ein Dackel, der Bub? Und hier, Herr Doktor, das ist der Taufschein von meiner Großmama mütterlicherseits. Und hier, Herr Doktor, dieses Schriftstück ist eine Urkunde der Kirchengemeinde von Oberhollabrunn, gezeichnet von seiner Hochwürden Herr Pfarrer Zacharias Neunteufel, betreffend der Taufe von meinem Großvater mütterlicherseits, was Nepomuk Wladimir Krtsch geheißen hat. Was fällt Ihnen an diesem Schriftstück auf, Herr Doktor? Nepomuk Wladimir Krtsch.
Geschätzte Frau Bienel, ihr verehrter Herr Großpapa mütterlicherseits, hat auf dieser Urkunde hinter dem Wörtchen getauft ein Fragezeichen. Ist es dasselbe, was auch Sie bemerkt haben? Das Nämliche, Herr Doktor. Was bedeutet denn das? Ein Fragezeichen hinter dem Wörtlein getauft kann Verschiedenes bedeuten. Und weil ich heute zum letzten Mal hier bin, werde ich mich befleißigen, Ihnen den Kasus auf das Genaueste zu explizieren. Hier spricht der alte Lipschitz. Danke, Herr Bockerer. Getauft, Fragezeichen, Fragezeichen, getauft. Die Frage ist er getauft? Lag ein besonderer Grund vor, ihn nicht zu taufen? Und wenn getauft, ist er stehend oder liegend getauft worden, der Großpapa mütterlicherseits? Stehend oder liegend? Sie wollen doch damit nicht sagen, dass er... Wenn Sie mich fragen, dann ist er stehend getauft. Zum Hinlegen wird er schon ein bisschen zu groß gewesen sein, der alte Herr. Aber nein, schauen, Frau Bienel, Oberholler Brunn, Sie müssen bedenken, die alte Monarchie war ein Völkergemisch, ein Kulminationspunkt der Rassen und Nationen vom Osten her, von der ungarischen Tiefebene sind vor so und so vielen Jahren, um nur ein Beispiel zu nennen, Tausende von Zigeunern hierher gekommen, haben sich hier sesshaft gemacht, aber auch Kalmücken und Zuhlen. Herr Bockerer, finden Sie nicht, dass Ihre Frau Gemahlin etwas exotisch wirkt? Entschuldigung schon, Frau Wiener, aber dass Ihre geschätzte Frau Gemahlin einen gewissen fremdartigen Einschlag hat. Ein Zulu-Kaffer aus Oberhollerbrunn. Jetzt hat's eingeschlagen. Aber das Ganze ist ja ein Wahnsinn. Ich lasse mich doch nicht zu einem Chineser machen. Und wer weiß, ob das überhaupt ein Fragezeichen ist auf der Urkunde. Herr Hatzinger, halten Sie das für ein Fragezeichen? Das kann auch ein Achter mit einem Punkt sein. Also 8-mal getauft, was sagt er? Ein Fragezeichen, ohne Frage ein Fragezeichen. Eine Zigeunerin. Am Ende gar mosaischen Glaubens. Aus Oberhollerbrunn. Na ja, weil aber die Tiefebene, die Monarchie, Kulminationspunkt, nicht? Was werden jetzt deine Nürnberger dazu sagen? Wir sind ja nicht so, aber die Nürnberger Gesetze, Elemente, rassenfremd. Hast schon den Kopf des Führers in die Auslage geben können? Jetzt habe ich mir ganz ohne jegliche Hilfe den Aria-Nachweis besorgt. Na, da hast du jetzt deinen Aria-Nachweis. Eine Kürz mit einem Fragezeichen. So. Und jetzt spielen wir da ruck. Jetzt gehen wir, meine Herren. Ihr Blatt, Herr Rosenblatt. Hier ist der Reichssender Wien. Am heutigen Tage, den 20. April 1938, feiert das deutsche Volk den Geburtstag seines Führers. Zum ersten Mal in der Geschichte darf das Volk der Ostmark den Ehrentag seines größten Sohnes mitbegehen. Um die ungeheure Begeisterung der Gesamtbevölkerung, die sich spontan kundtun wird, in geordnete Bahnen zu lenken, werden folgende Vorschriften erlassen, die im Interesse des... Alekla, guten Morgen, Mama. Was ist denn? Warum hast du das Radio schon abgestellt? Sie, Hitler. Wächst ja den Vater auf. Frisch schaust du aus. Du mit dir das zurechtkommst. Vielleicht sehen wir sie am Rothausplatz. Also was vermisst denn du dich, Mama? Da gibt's diverse Möglichkeiten. Da wäre mal der Zug vom Nationalen Sportverein. Aber andererseits hat mich die Frau Christalek vom 79er-Block aufgefordert, mit der TAF zu gehen. Also dummeln wir uns, damit wir zusammen weggehen können, ja? Mach die fertig. Ich geh geschwind ins Schlafzimmer rein in die neue Brosch ausfischen. Wie spät ist denn? Donnerstag. Husch! 3:15. Da muss ich aufstehen. Ich muss ins Schlachthaus nach St. Max aussehen. Au! Oh, mein Kreuz. 20. April. Da ist da was. Bienel? Ist auch schon aufgestanden. 20. April, da ist da was. Yeah. Geburtstag. Mein Geburtstag. Wahrscheinlich haben sie
Geburtstagsüberraschung, ein Komplott gegen mich. Da bleiben wir noch ein bisschen liegen am Geburtstag. Wehle, warum bist du schon aufgestanden, hä? Bitte, das darfst du nicht sagen. Und wenn sie es nicht weiß, ist es schon. Okay, schaut. Man denkt ja nicht dran, dass ich überhaupt mehr dran denke. Erst an so einem Tag, dass wir an Josef haben, die Brosche. Wo ich kein entschieden bin, wir sind erwachsene Menschen. Gewerbetreibende sozusagen. Ja, und wir Gewerbetreibende insbesondere fühlen die freudige Verpflichtung anlässlich eines derartigen Ereignisses. Wer geht so ein Ereignis heraus? Alle Bütchen, das darfst du nicht sagen. Ah, wo ist ja die Brosche? So, jetzt schau ich, dass weiterkommt. Wieder mag nicht solche Geschichten, du weißt, ich bin nicht so. Ja, ich weiß schon, dass du nicht so bist. Wäre aber höchste Zeit, dass du anders wirst. Weißt schon, was ich meine? Ja. Ich muss aufstehen. Ja, nur das tut dann weh. Na ja, gut. Bitte, so ein Geburtstag ist zwar ein Blödsinn, aber der Mensch gefreut sich. Ist sehr lieb von der Frau, sehr lieb. Gesetz! Ischer. Der Heinz ist auch schon auf. Ja. Vielleicht ist er gar kein so schlechter guter Rotzbub, der Illegale. Naja. Was schon los, ey? Geburtstagsüberraschung im Bett, wie der Lateiner sagt. Gefällt's dir, die neue Brosche? Fesch. Und die kann ja jeder sehen. Also gehen wir, Mama. Herr Bockerer. Mann, Inspektor, was ist Ihr Inspektor? Aber, Herr Bockerer, Sie werden doch nicht gar das Geschäft aufmachen wollen? Wie meinen bitte? An so einem Festtag wie heute? Also. Sehr schön, Herr Inspektor, dass Sie daran denken, nicht wahr? Man fühlt sich direkt geehrt, wenn sogar der Rayonsinspektor daran denkt, nicht wahr? Man ist auch nur ein Mensch. Nolle Zwollets, wie der Lateiner sagt. Herr Bockerer, ich verstehe noch nicht ganz, aber vielleicht ist das die Freude, was Ihnen zu Kopf gestiegen ist an so einem Festtag. Sehr Vollkommen spontan, nicht wahr? Sehr lieb von Ihnen, Herr Inspektor, sehr lieb, aber ich lege keinen Wert drauf und jetzt lassen Sie mich mein Geschäft aufspielen. Nein, pardon, Herr Bockerer, da nutzt nichts. Sie müssen einen Wert darauf legen. Ich habe ja meine Instruktionen. Entschuldigen Sie, Herr Inspektor, aber ich habe noch ein bisschen einen Schlaf im Gesicht. Was für Instruktionen denn? Es handelt sich um einen Feiertag im amtlichen Sinne. Geburtstag. Bitte. Sehr lieb, sehr lieb. Danke. Na? 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 Soll ich vielleicht die Hina gratulieren? Das Letztere muss ich mir verbieten, und zwar ganz energisch. An diesem Tag kann sich zwar jeder Volksgenosse gratulieren. Jeder? Ein jeder! Ich soll denn ein jeder? Sie scheinen wirklich nicht zu wissen, dass heute Geburtstag ist. Ehrlich? Führers Geburtstag. Was? Wer hat Geburtstag? Wem sei Geburtstag? Ich hab Geburtstag! Das interessiert mich nicht. Diesbezüglich habe ich keine Instruktionen. Ach so, deswegen hat sich die Bienel das Tupfte Kleid angezogen. Deswegen ist der Hans schon alle früher am Häusl gesessen, alles nur wegen einem Schiegelgruber. Dass der Vater Geburtstag hat, daran denkt kein Mensch schließlich. Man sagt nur, Mensch, man hat nur einmal im Jahr Geburtstag. Ein Geburtstag ist eine Privatangelegenheit. Der Ihrige, vielleicht. Der Geburtstag des Führers ist eine öffentliche Angelegenheit.
Und zwar eine freudige. Daher werden auch Sie denselben feiern, Herr Bockerer. Was wäre ich? Am Krieg wäre ich. Wenn mein Geburtstag nicht gefeiert wird, dann wird überhaupt kein Geburtstag gefeiert. Herr Bockerer, Ihr Glück, dass ich Ihnen, während Sie mir etwas derartiges ins Gesicht gesagt haben, gerade den Rücken zugewendet habe. Sonst hätte ich Sie nämlich pflichtgemäß arretieren müssen, was nicht gerade der freudigen Stimmung des Tages angemessen wäre. Der Herr Littler. Wo ist er? Also den seiner. Nicht meiner. Schöner Geburtstag. Im engsten Familienkreis. Enger geht schon gar nicht mehr. Geburtstag. Ja, Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Das sehen wir sich den Geburtstag auf. Geburtstag. Ja. Prost, Kalle. Sollst leben? Ja, lieb von dir, Kalli. Sehr lieb, danke, sehr lieb. Lieb von dir. Sehr lieb. Der schönen guten Morgen, Fritz. Bist du der Erste, Harzinger, bist der Erste? Wirst erstaunt sein zu bemerken, wirst höchst erstaunt sein, Herr Bockerer, mich zu so früher Morgenstunde als fahrenden Musikus zu bemerken. Ja. Ganz meinerseits, Harzinger, ganz meinerseits. Habe zum Bummel gesagt. Du, Herr Bummel, habe ich gesagt. Mir geht etwas ab bei deiner Feier, habe ich gesagt. Eine richtige Feier, habe ich gesagt, kann ohne den Bockerer nicht stattfinden, habe ich gesagt. Das ist aber lieb von dir, Harzinger, sehr lieb. Wenn heute sein Geburtstag ist. Wem seiner? Den Bockerer seiner. Sehr richtig, den Bockerer sein Geburtstag ist heute. Und den Bockerer seiner wird gefeiert. Und zwar hier und kein anderer wird gefeiert. Herr Harzinger, Prosit. Prost! Auf was für ein Jahrgang tun wir denn anstoßen? 89. 89? Mhm. Also, wenn ich nicht mit Sicherheit wüsste, dass ich 17 Achtelkumpelskirchner abgeschwappt habe und einiges Schliegels dazu, müsste ich annehmen, dass betreffend des Jahrganges ein Irrtum vorzuliegen scheint. Das ist wie ein Irrtum, Herr Harzinger. Schau, Herr Bockerer,
Wenn wir hier deinen Geburtstag feiern, und nur deinen, und keinen anderen, da kann ich mich nicht entschließen, auf den Jahrgang 89 anzustoßen. Warum nicht? Ist schon mein Jahrgang. Ja, merkwürdig. Es ist nämlich auch der seinige, nicht nur der deinige. Seiner auch? Das Ganze ist ein Zufall. Das ist aber ein komischer Zufall. Ja. Ja. Seiner auch? Mein Gott, jetzt tut das in die Jahrgänge auch noch eine trinken. Ein aufdringlicher Patron. Prosit Hatzinger, Auf servus. dein Wohl, Herr Böheim. Und weil du sagst, das ist ein Zufall. Es ist ein eigenartiger Zufall. Kann ja sein, dass am selben Tag, desselben Jahrgang, verschiedene Österreicher auf die Welt kommen. Der eine in Wien, der andere in Braunau und der dritte in Stingbrunn. In Stinkenbrunn ist auch noch einer auf die Welt gekommen. Ja. Das geht mir noch an. Nein, ist ja nur bildlich gesprochen, Stingbrunn. Es ist halt ein Zufall. Weil du aber sagst Zufall. Wie gesagt, das ist ein eigenartiger Zufall, das schau mir an. Ich bin in Wehren geboren und bin mein ganzes Leben lang in Wehren geblieben. Ne? Ja. Wenn einer in Stinkenbrunn auf die Welt kommt, warum muss er denn dann auf Braunau gehen? Ja. Muss dort geboren werden? Ja. Dann auf Deutschland rausgehen, als ein Führer zurückkommen und die ganze Welt deppert machen. Ne? Die ganze Welt ist ein Deppert. Ne? Schon die Bienel ist narrisch, der Heinz ist auch ganz aus dem Häsel und der Rosenblatt muss auf Amerika. Apropos Rosenblatt, den habe ich eben mit Kübel und Besen bewaffnet zum belgischen Konsulat rennen sehen um sein Durchreisevisum. Dieser Deppert, was macht er denn mit einer Bürste am Konsulat? Das ist ja Vorsichtsmaßregel. Der holt ja die ganze SA-Führer an, damit sie nicht zum Straßenaufwaschen auffordern, wie sie es jetzt überall machen mit den Juden. Kaum, dass sind wir an Verrückten mit Besen und Kibbel umeinander sehen, lassen sie ihn in Ruhe. Die kannst du überall sehen. Am Konsulat, am Reisebüro, im Kaffeehaus. Mit anderen Worten, mit dem Besen in der Hand kommt er durchs ganze Land. Wirklich. Hatzinger, du kannst mir das nicht erschauen. Ein Doktor, ein Akademiker, muss mit einer Bürste und mit einem Kiebe von einem Konsulat zum anderen rennen. Was, Hatzinger? Ich bin nur ein kleiner Fleischhucker. Aber ich hab eine Nase. Was? Wenn ich so in der Früh ins Schlachthaus nach St. Max rausfahre, dann fange ich schon 5 Stationen früher. Wo von einer Massenviehschlächterei noch gar keine Rede ist. Am Rennweg unten. Fange ich an, das Blut zu riechen. Hatzinger. Ich sag dir eins. Alle miteinander, wie wir da sind. Wir sind am Rennweg angelangt. Sag, wie meinst du das, Herr Bockerer? Ich rieche Blut. Völkische Beobachter, Angriff Stürmer, das schwarze Korps. Natürlich habe ich alles liquidiert, Steuerunbedenklichkeit, alles in Ordnung, Herr Doktor. Mir ist doch ein kommissarischer Leiter, wie hat der nur geheißen? Rufnagel. Ah ja, richtig, der Rufnagel, und der ist Ihnen doch so an die Hand gegangen. Oh, ein reizender Mensch, haben Sie mir unlängst erzählt. Ja, ein reizender Mensch, wie er das Geschäft übernommen hat. Im Zuge der Gleichschaltung hat er noch zu uns gesagt, zu meiner Frau und zu mir hat er gesagt, keine Angst, meine Herrschaften, wir werden das Ding schon schaukeln. No, ein reizender Mensch. Moment, hören Sie doch weiter. Ich habe doch mein Lager verkaufen müssen, 8.000 Mark habe ich dafür bekommen. Es war 35.000 wert. Der Rufnagel hat gesagt, wir müssen verkaufen, haben es doch her. Übrigens ist es doch gar nichts anderes übrig. 8.000 Mark ist eine Metzier, hat er angedeutet, der Rufnagel. Ein reizender Mensch. Hören Sie weiter. Und die 8.000 Mark haben wir in ein Kuvert gegeben und meine Frau hat sie ins Nachkastelladen im Schlafzimmer hineingelegt. Hat doch uns noch der Herr Rufnagel geraten, das ganze Geld möglichst unauffällig in ein Kuvert zu deponieren. Ja, wirklich rührend, ein reizender. Jetzt hören Sie doch bis zum Ende an. Er hat uns bei allen geholfen, Steuerunbedenklichkeit, Visum und so. Und vorgestern, 2 Tage vor der Abfahrt, habe ich mir noch beim Einschlafen gedacht, ohne den Rufnagel wären wir gar nicht mit heiler Haut weggekommen. Ein Reiz? Ich weiß, ein reizender Mensch. Aber lassen Sie doch meinen Mann zu Ende erzählen. Na, Mitten in der Nacht, 3:20 Uhr ist es gewesen, herrlich ein Lärm. Ich mache Licht.
Die Tür wird aufgestoßen und 2 Soldaten von der SA Mit dem Rufnagel an der Spitze. brechen herein ins Zimmer. Mir ist das Herz stehen geblieben. Alles haben sie drunter und drüber geschmissen, die Koffer haben sie aufgerissen. Und der Rufnagel hat mich an die Wand gestellt, hat einen Revolver ins Kreuz gedrückt und hat geschrien, wo ist das Geld? Oh, du Dreckiger. Na, was sagen Sie jetzt? Reizender Mensch. Ich bin froh, dass wir mit heiler Haut bis daher gekommen sind. War nur der Zug schon da wäre. Wie lange geht's bis Buchs? Komm, da bei dem. Ist das Halle Nummer 7? Entschuldigen Sie bitte. Mädchen, hast du den gesehen? Du, der war fest. Komm, wir werden uns schon an anderen aufziehen. Angriff, Stürmer! Das ist was Ich stand am Zug. Grüß Sie, Herr Rosenblatt. Die einen gehen, die anderen kommen. C'est la vie. Bis gesagt hast, dass du mit mir am Bahnhof gehst, Militär anschauen, die Wehr macht jetzt auf einmal bis zum Buch. Das muss der richtige Perron sein, da. Das Militär kommt ja dort gar nicht rein, die gehen dort um mich. Da ist er, der Doktor, der Rosenblatt. Der Rosenblatt? Der Rosenblatt? Ja? Ich hab geglaubt, du hast das Militär sehen wollen am Bahnhof. Ja, du, aber mit dem Militär her. Das Militär wäre ich noch klar sehen. Aber mein Tarokpartner, der was auf Amerika fährt, den wäre ich vielleicht bei Lebtag nicht mehr sehen. Also deswegen, wegen einer Rosenblatt bist du hergekommen. Ich geh mir's Militär anschauen. Brauchst dich nicht um mich zu kümmern. Also, dass Sie dahergekommen sind, Herr Bockerer, also, das ist wirklich sehr schön von Ihnen. Ja, ich bin ja gar nicht wegen Ihnen gekommen, Herr Doktor. Nicht? Die Biene hat gesagt, sie will sich das Militär anschauen und da, wo man denkt, gehst halt mit. Ne? Ja, ich verstehe schon, Herr Bockerer. Jetzt müsste man sich halt so zusammensetzen beim guten Flaschel Wein, aber der Zug geht in 10 Minuten und hier ist das überhaupt nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei Ihnen revanchieren soll. Doch, ich weiß. Hier, Herr Bockerer. Es sieht zwar nach nichts aus, aber mir hat's geholfen. Ich werde von dir hören lassen. Wenn er langsam aneinander steht, glauben die Leute, ich bin eine Heiselfrau. Hermann! Hermann, die habe ich aber schon lange nicht gesehen, Herr. Entschuldigung, Herr Bockerer, ich bin gerade fertig geworden. Brauchst nicht zu schauen, diese Utensilien sind rein privater Natur, ne? Ich wundere mich nur, dass Sie kein Abzeichen tragen, Herr Bockerer. Abzeichen? War nie meine Art. Sag nicht alle bei Herr Bockerer und Sie zu mir, wir sind da alte Freunde, ne? Waren Sie noch alle draußen in Kohlenberger dürfen? Ja. Ja. Das war ein guter Wein bei dir. Ist noch alle weiter dasselbe gute Wein. Ja, ich muss jetzt gehen. Es fährt nicht mehr wer weg, wa? Um 8 Uhr sitzt sie alle beim Pfeffer draußen. Gut gemacht, Hermann. Rosenblatt! Rosenblatt! Das schreibt! Ein Verwandter von Ihnen? Wie? Jude? Was? Ob Sie ein Jude sind? Ich? Hä? Was? Aber nein. Ja, was heißt denn das, wenn er was fragt, sonst mit den aus? Verwandter Jude, Jude Verwandter, Verwandter Jude, Jude Verwandter. Was soll das heißen? Keine Aufregung, der Herr. Sie haben das nur geglaubt, weil Sie den Namen Rosenblatt mit solcher Inbrunst verkündet haben. Wo hab ich Inbrunst? Also bitte.
Die Herren können selber es wollen, von mir das von der Wach- und Schließgesellschaft, aber das kann mir niemand beweisen. Aber nein, ich meine der Name Rosenblatt, den Sie soeben gebrüllt haben. Warum sind nicht Brüder, ist ein schöner Name, wie heißen Sie zum Beispiel? Pfalzner. Pfalzner? Entschuldigung, aber bei Pfalzner, da fällt das Gebiss aus. Pfalzner. Kein Vergleich zu Rosenblatt. Rosenblatt. Blatt der Rose, Flora und Fauna, wie der Lateiner sagt. Also kein Verwandter. Wer wäre ein Verwandter? Ein Taruckpartner. Wisst ihr, wer der Name? Bockerer, gestatten Karl Bockerer. Haben Sie meinen Kampf gelesen, Herr Bockerer? Ihnen Kampf? Kennen Sie denn meinen Kampf nicht? Ja, Sie kennen nicht einmal Ihnen, wie es in Ihnen Kampf gehen, aber wogen Sie Ihnen nichts draußen. Heutzutage muss jeder kennen. Also machen Sie jetzt gefälligst keine blöden Witze. Wir meinen natürlich das Werk Mein Kampf, das unser Führer Adolf Hitler geschrieben hat. Und das ein jeder Bürger der Ostmark, auch Sie, Herr Bockerer, kennen muss. Oh, schreiben tut er auch? Das schon, das staune ich. Ich hab mir bis jetzt mehr für einen Redner gehalten. Wo hat er es denn geschrieben? Festungshaftanstalt Landsberg am Lech, als Gefangener der Weimarer Schandrepublik. Eine Schande. Aber jetzt ist er frei, gell? Weiß ich genau. Er hat uns ja vor kurzem in Bern besucht. Meine Frau, die Binnel, die hat ihm eigenhändig auf der Mariahüberstraße begrüßt. Glauben Sie mir's nicht? Brauchen Sie mir nicht so anschauen. Wenn Sie mal im 4. Bezirk kommen, gehen Sie in der Bahnigelgasse vorbei, kommen Sie rein, Fleischhauerei Karl Bockerer, kommen Sie rein, können Sie meine Frau, die Binnel, fragen, womit ich mich herzlichst empfehle, meine Herren. Habe die Ehre, Herr Pfalzner und Sie, Genosse, Kollege, also, habe die Ehre, grüß Gott. Ein fantastischer Dorftrottel. Vielleicht. Bockerer, Karl, Panigelgasse. Wollen Sie da was? Ist Ihnen jetzt kalt da draußen? Nein. Ja, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie halt, nicht? Herr Hatzinger, nicht so gar, Herr Hatzinger, ich bin ja die Kraxlerei nicht mehr gewöhnt. Was schon, da ist er ja, der Hermann. Geht du, Herr Bockerer. Ich möchte mich da nicht mit ihm einlassen, wo er da bei den Kinderfreunden war. Bei den Kinderfreunden beim Republikanischen Schutzbund war er. Kannst du dich nicht erinnern? Erst damals im Februar 34 wird den Schuss ins Urwaschel gekriegt hat, wie sie Karl Marx verteidigt hat. Gehen wir mal ein Heisel weiter. Ich möchte mich nicht mit denen an den Tisch setzen. Wieso denn nicht? Ist er denn ein Verbrecher, der Hermann? Was ist er? Ist er ein Preis oder ein Werner? Na, das Letztere. Also dann cool. Servus, Hermann. Herr Servus, grüß dich. Ja? Geht's dir denn, oder wer? Was ist denn das? Die Herren kennen Sie, was? Ja. Der für Bedienung, hallo? Bierzahl, der Wehle. Na, wundert sich, dass wir die einmal aufgestellt haben. Ja, es ist eh schon wieder ein paar Monate her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und übermenschlichen Einsicht eines einzelnen Mannes, aber des größten Friedensbringers der Weltgeschichte. Jawohl, meine Parteigenossen, und dieser einzigartige, große Mann war einst missachtet und hat unerkannt hier in dieser Stadt Wien gelebt. Und hat doch der Welt den unverbrüchlichen Frieden gebracht. Mit anderen Worten, wir werden einen Krieg haben. Sag einmal, wie ist das überhaupt mit den Münchner Frieden erst? Bist du politisch gebildet? Ich? Keine Spur. Ich mache meine Arbeit bei der Bahn und um alles andere schere ich mich nicht. Alte Herren, Ja, was war's? ein Liter Nussberger. Aber einen alten, einen guten. Spätestens, ich schau, dass ich heimkomme. Meine Frau wird schon warten. Richten Sie, Hermann, gehen wir zu Hause. Setzt den narisch, jetzt wo ich ein Weib bestellt hab, da setzt euch nieder. Und du erklärst mir das, sag einmal. Hermann, wie kann der Talatier und der Chamberlain, wie können die mit den Deutschen, mit den Kasselmachern einen Frieden abschließen, wenn sie überhaupt noch keinen Krieg gemacht haben? Eine Fehde, wie der Lateiner sagt, ne? Ja, seid wegen uns in den Krieg gegangen? Nein. Gehen Sie wegen die Tschechen in den Krieg? Nein. Also was ist, für was haben wir der Frieden, was noch keinen Krieg gemacht? Stimmt's? Meine Herren, da ist der Wein. So, bitteschön, bitte gleich. 1 Mark 10, bitteschön. Das ist aber horrend.
Ja, aber bitte noch gar schön, da ist ja die Ziternmusik mit inbegriffen. Ja, der soll rauskommen mit der Zitern, da sind 2 Mark. Oh, danke, bestens, danke schön, gleich parat. Dass mir jetzt keiner sagt, dass er heimgebe, weißt? Der ist gut. Sagen Sie, Herr Bockerer, was wollen Sie eigentlich da von mir? Bitte, Sie beide sind ja anständige Menschen. Aber im Grunde genommen muss man heute mehr sein. Mehr? Was meinst du? Das werden Sie nie verstehen, wie so viele Wiener nicht. Unzufrieden sein und schimpfen. Damit ist nichts getan. Heute heißt es entweder oder. Machen Sie was, Herr Bockerer? Was soll der machen? Ich bin doch ganz alleine. Der ganze Familie ist gegen mich organisiert und der Arzt, er ist in Pension. Ja, das ist so eben. Einer allein kann es nicht mehr machen. Aber damit es anders wird, dann müssen wir mehr sein. Und jeder muss alles riskieren. Alles. Barockspiel, das Kaffeehaus, Gemütlichkeit, Freiheit, das Leben. Kalt ist. Aber einmal wird es wieder anders werden. Besser. Da werden dann wir 3, wie wir da sind, hier beim Wein sitzen können und auf die Donau schauen. Ein schönes du heraus. Setz dich noch dazu zu den Herren. So heißt die Zittermusik, bitte schön. Ja, was spielt er? Na, spiel was. Wo ist er denn? Ja, da ist er ja aus dem Zitterraum. Gott, zieh dich noch einmal, ist da ein Fall mit der Bude da drinnen. Aber hier draußen ist Gott sei Dank frische Luft. Erstklassig. Fremde Gesichter, fremde Leid, für die gute Zeit. Ach, immer mit dem lieben J und der alten Zeit. Der typische Wiener Schmus. Also, kommen Sie, Parteigenossen, setzen wir uns hier ein bisschen ins Freie und treiben wir einen Salamander. Salamander kann nur mit Bier gegeben werden. Denn es gibt doch kein Bier in dem Saftladen. Da wird er eben mit Wein gegeben. Fremde Exerzitium Salamandres, für die gute. Also Schluss mit den Schmusfäustchenosse. Wir wollen hier einen Salamander reiben, verstehst du? Was will er reiben, der deutsche Bruder? Aber einen Salamander. Gaude auch Musik tun. Die Zitteronkel! Zittern Sie mal ab und bringen Sie so Pulle von dem Hühnerpipi da raus. Das ist ja großartig. Baby, einer bringst den griebenen Salamander, mir bringst den fein geschnittene Salami. Das ist so ein Witz. Das soll wohl der berühmte Wiener Hamur sein. An der schönen blauen Donau. Gib das mal da hinten den Karpfenteich an. Moment, meine Herren. Na, geh bitte, Herr Bockerer, Herr Bockerer. Los mir auch singen, muss die Herren nur aufgehen. Denn es gibt solche, die was wissen und solche, die erst was lernen müssen. Ja, also ich gehe. Ich spüre schon meinen Rheumatismus. Ich würde auch den Herrn raten, hier in der kalten Luft nicht so lange zu verweilen. Gute Nacht, allerseits. Sieg heil, Volksgenosse! Ja. Na? Kein Echo an der schönen blauen Donau, was? Übrigens, wo sind wir denn stehen geblieben? Ja, beim Kapfenteich. Meine Herren, das ist kein Kapfenteich, das ist ein Strom. Ein österreichischer Strom, wie schon der Johann Strauß sagt. Ja, Quatsch mit Soße. Die Donau entspringt auf dem Boden des Deutschen Reiches, dem Schwarzwald. Sie Schlaumeier. Bockerer der Name, wenn Sie gestatten? Nee, gestatten nicht. Das ist recht, die Donau entspringt in Deutschland, aber was ist denn dort? Ein Lackerl, ein Bacherl, wo sich die Kinder drin spülen. Bei uns aber ist es ein Strom, Handel und Wandel, wie der Lateiner sagt. Ein völkerverbindender Strom, der durch alle Herren Länder führt. Gänsehöfe, Truppelplatz, dann oben noch Pressburg und ins asiatische Gesäuse, wo die Türken sind. Das ist Ihr Kapfenteich. Ohne Kamellen von Schönase. Nun will ich dir mal ein bisschen aufklären. Donau, deutscher Strom. Kapiert?
Alle Herren Länder fauler Zauber. Es wird nur einen Herrn in diesen Ländern geben. Und das ist Deutschland. Ja, sehr richtig. Der Drang nach dem Osten. Moment, meine Herren. Was heißt der Drang nach dem Osten? Wie lasst ihr denn das mit Ihnen Münchner Frieden vereinbaren, die was da gerade so großartig gefeiert habt? Los mich, fragst du nicht das, ich weiß schon, was ich sag. Wenn einer nämlich einen Drang hat, dann gibt's bald eine Explosion. Ob Osten oder West ist dabei ganz wurscht. Also Schluss mit den trostwenden Ansichten, Mensch! Deutschland wird das Problem seines Lebensraums lösen, ohne ein Schuss Pulver zu riskieren. Dank dem Verhandlungsgenie unseres Führers. Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Ein Ritter wie gehabt, meine Herren. Ja, komm her, da. Mit deinem Wiener Pipi. So, und jetzt wird hier der Salamander gerieben. Ja. Und die da drüben, die halten gefälligst die Klappe. Wollten sie da kloppen, wenn sie einen Drang haben. Werden euch Lampier, Krakederbande mal ein bisschen strengere Haltung beibringen. Jawohl, wir werden hier mal ein bisschen deutschen Such und Schliff reinbringen müssen, ja? Ja, die beiden sind mir überhaupt nicht koscher. Der eine wird Kassier und der andere, der Kriegt seine Schnauze überhaupt nicht auf. Lass uns in Ruhe, der Pimp, der hat überhaupt nichts sagt. Was? Anbärschen wüst? Was? Oh, mein lieber Gakaschinski, jetzt wäre ich doch mal was sagen. Was? Verdammt, die Kommunisten, Schweinewagen des Parteigenossen anzugreifen! Hilfe! Polizei! Polizei! Aber meine Herren, doch jetzt schankt euch den nicht da zum Radmann! Geh auseinander, du! Geh nicht da, du! Wir haben nicht angepackt, die Kraster da haben wir angepackt, nicht wir. Ja. Weg! Halt! Pinkelkundige Berlin! Von der Anstalt für Eier! Wir hatten ja keine Feier! Münchner Friede! Bolschewistischer Überfall! Sehen Sie nur, was diese Unmenschen angerichtet haben! Was ist da los? Hände hoch. Hände hoch, habe ich gesagt! Frachtet doch! Ah! Au! 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 Sie sind verhaftet. Helft den Berliner Herrn, nehmt das Protokoll auf. Ich bring die beiden Hunde dazu wach. Jawohl! Werde den Überfall genauestens zum Protokoll bringen. Kropfer oder Hopfinger oder so ähnlich hat der Redensführer behauptet, heißt der. Bei Trommelfelder haben Natürlich ein Deckname. Vorwärts, Kommunistengesindel! Was Gesindel sagst du? Au! Herr Vater, das Ganze ist ja nur ein Theater, dass ich dich da herauskrieg. Verschwind. Komm her, Mann. Den da, den nehme ich mit. Was der willst du mitnehmen? Nein, mein Lieber. Da spül ich nicht mit. Entweder wir gingen alle zwei, wie es sich gehört, für anständige Menschen. Und Burschen, oder aber, wir gingen miteinander als ein Gesindel auf die Polizei. Hast du mich verstanden? Herr SA! Also verschwind's alle beide. Komm her, Mann. Colonel Bockerer. Ja. Aria. Korrekt behandeln. Ja. Express her. Zimmer 23, Dezernat Dr. von Lamm. Heil Hitler. Nächstes. Brauchst dir keine Angst haben. Wir sind ja keine Unmenschen. Und du hast mir dein Ehrenwort gegeben, dass mir nichts passiert. Sonst hätte ich ja nie verraten, dass der Vater dabei war. Ja, jetzt zusammen erst. Das will ich gar nicht gehört haben. Ein SA-Mann hat keinen Vater. Sein Vater ist der Führer, verstehst? Aber verstehst mir denn nicht, Pferde? Mein Vater ist ein vollkommen unpolitischer Mensch. Glaubst du, ich hätte es laufen lassen? Nur weil er mein Vater ist? Verhetzt ist er worden. Vom Hermann, dem Hund, dem Roten. Den Hermann hast du ja auch nicht angeben wollen. Na ja. Weil ich Angst um meinen Vater auch gehabt. Aber ich hab's ja gesagt, die Namen, die Parteiinteresse. Du wirst ja nie auf die Spur kommen, ohne mich. Glaubst? Ich werde dir einmal was sagen. Der eine Berliner Parteigenosse hat angegeben, dass der eine von den zwei Kropfinger oder Bockerer geheißen hat. Und du hast ihn laufen lassen. Warum? Glaubst du, wir sind Deppen?
Es liegt doch auf der Hand, dass einer von den zwei zu dir in irgendeiner intimeren Beziehung gestanden ist. Und den Schmäh, dass zwei ältere Männer dir, ein Sportler, ein Skipreisträger davongerannt sind, den Schmäh kannst du deiner Großmutter aufbinden, nicht uns im Metropol. Was wird er denn mit dem Vater machen, der Doktor? Der Doktor von Lamm? Gar nichts. Es geht ja gar nicht um den Vater, es geht um den anderen. Gar nichts wird ihm geschehen. Der Doktor von Lamm ist doch mit dem Himmler in die Schule gegangen. Das ist ein Vertrauensmann vom Chef. Na ja, aber der Vater kann sich doch noch verreden. Das macht ja nichts. Das ist ein Menschenkenner, der von Lamm, ein Akademiker. Der kitzelt ihm ein paar Fragen aus über den Hermann und dann lässt er wieder laufen. Und mich lässt aus dem Spiel, ja? Du hast einen Krieg gehabt erst. Mehr Krieg als Verstand. Und mein Standartenführer... Der wird nichts erfahren. Diesmal. Aber das andere lässt er sagen. Das war das letzte Mal. Wie in der neu angegliederten Ostmark, während die verdammte Pflicht und Schuldigkeit das absolute Disziplin geworden wird. So oder so. Schlamperei kann nicht geduldet werden. Mit unerbittlicher Unerbittlichkeit wird dafür gesorgt werden, dass Wien Berlin in nichts nachsteht. Ich kenne ihn ja durch und durch, den Doktor von Lamm. Das ist ein Vernehmungsgenie. Ich stehe auf den intimsten Fuß mit ihm. Kehlmann? Na, wie steht das Ding? Haben Sie ein bisschen Dampf dahinter gemacht? Jawohl. Ja. Gut, bringen Sie... Moment noch. Der eine wartet schon. Wofür? Heraufbringen. Herr Doktor, bitte gehorsamst einen Momental. Momental, also ich meine wohl einen Augenblick. Was? Aha, ja. Da raus. Ja? Tag. Bitte sagen Sie der Herr von Metropol, der was mir zu dringend sprechen wollen, obwohl ich das Geschäft voller Kundschaften habe. Geben Sie mal die Hand zum deutschen Gruß. Wie meiner bitte? Die rechte Hand. Zum deutschen Gruß heben, habe ich gesagt. Kann man leider nicht machen. Was? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Bitte, was wir es nicht glauben. Ja, das geht's. Moment. Bitte sehr. Ärztliches Attest? Ja, was hat denn das damit zu tun? Das hat sehr viel damit zu tun. Das ärztliche Attest hat mir mein Hausarzt, der Dr. Schäbes, da ausgestellt. Innerer Bluterguss am rechten Bizeps. Schaut, das ist alles, was ich machen kann. So geht's nicht mehr. Und das tut mir auch schon weh. Ich kann ja nicht einmal ein Geschäftsfleisch ausbauen. Von einem deutschen Gruß kann gar nicht die Rede sein. Da mit Zecken. Und bitte mit der linken Hand könnt ihr das machen, nicht, wenn Sie wollen. Aber wie schaut denn das aus? Die Leute möchten, glaube ich, durch in einer Pflanze. Sollten Sie mal ein bisschen Minzen dieken lassen. Hier, unten. In unserer Turnhalle. Was? Würde Ihnen die Faxenmacherei schon vergehen? Eine Turnhalle haben Sie auch? Das ist interessant, oder? Ich interessiere mich nicht für den Sport. Mein Sohn, der vorher, weil aber dafür hat er auch ein Sportherz. Aber ich hab kein Herz für den Sport. Sagen Sie mal, Mensch, sind Sie wahnsinnig geworden? Wissen Sie eigentlich, wo Sie sich befinden? Natürlich. Bitte, ich komme nicht oft in die Gegend, aber wer kennt sich da nicht aus, nicht wahr? Hotel Metropol, gutes bürgerliches Haus, ruhige Bedienung, vis-à-vis Fontianerbad. Die Leute haben's gern, weil schwitzen gehen können. Haben Sie schon mal was von der geheimen Staatspolizei gehört? Na, seh. Gestapo? Ja, Gestapo, davon habe ich schon gehört. Die Leute reden ja überall drüber, nicht? Natürlich nicht laut, nur leise, weil es ein Geheimnis ist, wie schon der Name sagt, nicht? Entschuldigung. Bitte, der Herr mit Zwicker, wer ist denn das? Der ist mir noch nicht untergekommen. Den da kenne ich. Das ist der Führer, mein Jahrgänger. Aber dabei hat er eine frappante Ähnlichkeit. Wenn ich nur wisst, mit wem. Hören Sie. Ja, ich nix sagen. Der Name liegt mir auf der Zunge. Fix. Jetzt weiß ich's. Der Ober vom Café Staudigel, was? Sitzen! Was stellen Sie da? Das ist Dalli! Sofort haben Sie nur zu reden, wenn Sie gefragt werden. Verstanden? Haben Sie jetzt was gefragt oder nicht? Wer ist dieser Hermann? Wie heißt er? Der Hermann? Der Hermann? Vor- oder Zunahme? Wie es wollen. Den kennt jeder nur per Hermann. Bitte, es ist möglich, dass er Anton Maria Franz Josef Hermann heißt. Das ist natürlich auch theoretisch, wie der Lateiner sagt, möglich, dass er Franz Josef Maria Anton... Entschuldigung, ich hab schon wieder zu viel geredet. Seit wann kennen Sie den Mann?
Seid auch noch Schnee. Was heißt das? Das schreibt man doch nicht auf, wenn ich einen kennenlerne. Sie haben den Mann im letzten Halbjahr mindestens zweimal getroffen. Einmal am Westbahnhof, wo Sie sich in Gesellschaft dieses Semigranten Rosenblatt befanden. Was in Rosenblatt kennen Sie, da muss ich Ihnen was zeigen, das wird Ihnen gefreien. Schauen Sie, hat man geschrieben, aus Genf, in Lehmannsee schwimmt er umeinander beim Völkerbund. Ich bitte fortzufahren. Das zweite Mal im Kahlenberger Dorf, wo Sie eine Rauferei mit Berliner Parteigenossen provoziert haben. Es wird angenommen, dass Sie von diesem Hermann sowieso aufgewiegelt worden sind. Bitte, das muss ich mir auf das Freundlichste verbieten, nicht wahr? Nicht der Hermann hat mich, sondern ich hab den Hermann aufgewiegelt. Was? Machen Sie keine Faxen hier. Es sind Zeugen dafür vorhanden, dass Sie von ihm aufgewiegelt worden sind. Wir kennen den Mann. Wissen Sie, wo er wohnt? Nein. Habe ich nur in öffentlichen Häusern mit ihm verkehrt, niemals privat. Hat er Sie jemals zum Besuch geheimer Zusammenkünfte aufgefordert? Das ist interessant. Der Hermann ist mir ausgewichen. Der Hermann hat zu mir gesagt, ich soll ihn in Ruhe lassen, weil er kümmert sich nur mehr um seine Eisenbahn. So, das ist schon besser. So, um seine Eisenbahn kümmert er sich. Ja. Aha, wissen Sie, was er bei der Eisenbahn gemacht hat? Oh, Weichensteller. Weichensteller. Ein Saboteur. Haben Sie das auch gewusst? Saboteur, Kondukteur, Spediteur. Der Hermann kann alles, auf den ist er verlost. Der ist ja genauer. Aha. Hat er Ihnen etwas von einem Truppentransportzug gesagt, der vor einer Woche im Westbahnhof entgleist ist? Truppentransportzug? Da hat er nichts gesagt. Ist einer entgleist? Das ist interessant. Aber sechs, das ist typisch Hermann. Was? Dass ihm nicht ein Wort entgleist ist. So. So. Ja. Aha. Ja. Gut, das ist gut, das ist schön. Schön, so. So, und jetzt zu Ihnen. Hanebüchen. Tatsächlich im selben Jahr und am selben Tag geboren wie der Führer und Reichskanzler. Tanner Schock nochmal. Ja, das haben wir gemeinsam, wir zwei. Und dann statt diese Koinzidenz, deren sich nicht allzu viele Volksgenossen rühmen können, als einen Gnadenakt der Vorsehung anzusehen, als ein wundersames Omen, haben wir sie wegen ihres hanebüchenen, undeutschen Verhaltens vorladen müssen. Und in was für einem Aufzug sind sie überhaupt erschienen? Einer blutverschmierten Schürze. Da wirklich Hanebüchen. Entschuldigen Sie, Herr Hanebüchen, aber das mit dem Blut verschmiert, das hängt mit meinem Geschäft zusammen, ne? Das zum Beispiel Sie. Was sind Sie? Sie sind ein Beamter, nicht? Ein geheimer Gestapo. Und was bin ich? Bin ein kleiner Fleischhauer, der kein Geheimnis draus macht. Wer braucht denn jetzt die Schürzen? Sie oder ich? Na, halten Sie, dämlicher Quatschkopf. Ich habe schon mal gesagt, Sie haben ausführlich auf Fragen zu antworten. Basta. Sie sind ein mehr als eifriger Besucher der Weinhalle zum Grenadier, nicht wahr? Jawohl, einmal beim Grenadier, allweil beim Grenadier. Kurz nach der Heimkehr der Ostmark ins Reich haben Sie durch verdächtige Heilrufe die allgemeine Begeisterung zu verulken getracht. Weiß man denn, was man macht in seiner Begeisterung? Ihr Verkehr mit dem Rechtsanwalt Rosenblatt hat Sie als typischen Judenknecht entlarvt. Na, Klient bitte, Klient, das ist ein Irrtum. Das müssen Sie im Protokoll, müssen Sie das richtig stellen. Außerdem, bei uns gibt es keine Knechte, verehrter Herr. Nicht wahr? Bei uns gibt es Lehrbubengesellen, aber keine Knechte. Außerdem der Rosenblatt mit den feinen Haaren. Ruhe! Ihnen wird das Lachen schon noch vergehen, mein Lieber. Am 27. Mai 1938 um 5:45 Uhr haben Sie sich in der betreffenden Weinhalle auf den Abort verfügt und sind dort bis 6:05 Uhr verblieben. Was haben Sie dort gemacht? Bitte, darüber möchte ich hier keine Auskunft geben müssen. Bitte die Frage einzuklammern. Haben Sie dort mit einem ebensolchen Rotstift den Spruch hingekritzelt, es lebe die Zweite Republik, ein demokratisches Österreich? Wo sind das hingekritzelt? Auf den Abort des Grenadier, auf den Behälter von der Wasserleitung. Der Behälter von der ich bin doch kein Akrobat. Wir werden jedenfalls Ihr Gekläre mit der Fotografie des Deliktes vergleichen. Bitte? Wenn Sie glauben, dass nur dort liegt, das Gekläre?
Ich habe in einer Stelle, ich verspreche mir nicht viel davon, aber bitte, Sie können es ja fotografieren. Keine Sorge, ist promptest fotografiert worden. Ich schau. Sehr gut. Ist fotografiert. Verzeihung, bitte. Könnt ihr vielleicht eine Fotografie haben? Ich meine, das wird mich interessieren. Fotografiertes Gegliere. Täuschen Sie kein staatserhaltendes Interesse vor. Nebenbei bemerkt hatten wir Sie einen solchen volksverräterischen Propagandaakt ist für unfähig. Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber Sie schreiben. Schön! So, und jetzt zu dem Vorfall im Kahlenberger Dorf. Da hat der Hund, der nicht beißt, allerdings doch gebissen. Erregung öffentlichen Ärgernisses und schwerer Ausschreitungen gegen Parteifunktionäre aus dem Altreich. 10-mal Grund genug, um sie ohne weitere Fisumatenten in eins unserer Umschulungslager überführen zu lassen. Wenn wir Gnade für Unrecht ergehen lassen, wenn Sie für diesmal mit einer Geldstrafe davonkommen, die Angelegenheit ist bereits der lokalen Polizeibehörde überwiesen worden, dann haben Sie das lediglich dem Umstand zu verdanken, dass Ihr Sohn, Oberscharführer Hans Bockerer, als illegaler junger Kämpfer für die völkische Sache ebenso wie heute als Bannerträger der siegreichen nationalsozialistischen Idee Hervorragendes geleistet hat. Ein Prachtkerl. Sie aber, der Vater, es ist wirklich eine Affenschande, ein Alkoholiker, ein volksfremder Querulant und Radaumbruder, ein Meckerer und Miesmacher, einer von diesen feinen Kunden, die unser Dr. Goebbels als berufsmäßige Kritikaster bezeichnet hat. Ja, wie heißt der bitte? Goebbels? Na, da müssen Sie ihn irren. Goebbels ist keine Kundschaft von mir. Dr. Josef Goebbels, die rechte Hand des Führers. Ah, ich weiß schon. Der mit dem linken Fuß. Eine notorische Wühlmaus? Wühlmaus, jawohl. Wie ein Wühlmaus. Das haben wir gedacht. So schaut er aus. Jetzt ein spitzes Titel. Mal her, ja? Im Gegensatz zu manchen meiner Mitarbeiter halte ich es mit der Gepflogenheit, mit den Leuten, mit denen ich zu verhandeln habe, ganz offen zu reden. Ich bin auch nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen, wie Sie gemerkt haben dürften. Meine Lamsgeduld ist sprichwörtlich. Nach meiner Anregung wird jeder der uns vorgeführten Fälle genau berücksichtigt. Wir nehmen Rücksicht, wir sind rücksichtsvoll. Für Volksschädlinge aber, die sich hinter der Maske biedermännischer Dorftrottelei und dieser sogenannten Wiener Gemütlichkeit mit Wein, Weib und Gesang verbergen, haben wir als Ärzte, die über die Gesundheit des Volkskörpers zu wachen haben, ein Hausmittel zur Verfügung. Siehst du, das sag ich meiner Frau immer. Baldrian-Tropfen und Franzbranntwein, das muss man zu Hause haben. Leute Ihres Schlages sind gewöhnlich Erbkranke. Sind Sie erbkrank? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht mein Sohn, der Oberscharführer. Sippenkunde, slawische Minderrasse, Sodbrennen als Symptom für semitischen Einschlag, Sterilität der Demokratie, sterilisieren. Hier, wissen Sie, was das ist? Nein. Kommentar zum Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre von Reichsärzteführer Dürre, Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NSDAP. Von den Herren habe ich noch nichts gelesen. Bitte schön, ein Rossicker, ein Ganghofer, was? Sterilisieren, das wäre für Sie das einzig Senkrechte. Ja? Wie machen Sie das? Bei unheilbaren Trinkern, gewerbsmäßigen Herumtreiberinnen, Klammer Dirnen, Klammer asozialen Elementen, pathologischen Querulanten, schmerzloser operativer Eingriff. Was? Operieren wollen Sie mich? Sind Sie ein Chirurg? In höheren Sinne? Ja. Und ich habe ihn für ein Gestapo gehalten. Entschuldigen Sie, Herren, aber das ist doch das Zimmer Nummer 23. Wollen Sie denn hier? Na, was werde ich schon wollen? Mein Zimmer will ich. Jedes Jahr im Herbst, wenn ich nach Wien komme, ist mir hier im Metropol das Zimmer reserviert. Nur heuer ist alles wie verrückt. Die Leute schauen anders aus, kaputt. Wer sind Sie denn? Jan Melnik und Company, astrologische Bücher und Kalender, Prags Micho. Herr Melnik, steht ein Bockerer der Name? Was lesen denn Sie keine Zeitung? Nur astrologische. Schlafen Sie dort unten? Verfluchte Schweinerei! Schicken wir Leute von der Straße ins Zimmer 23 auf, ja oder hört? Was soll Sie rauskommen? Aus dem Gestapo-Hauptquartier.
Herr Melnick, verschwinden Sie, wenn Sie keine Beschneidung riskieren wollen. Was? Nehmen Sie diese Schießbuldenfigur damit, kann diese Visage nicht länger sehen. Also Sie wissen, was Ihnen blüht, Bockerer, wenn Sie sich von nun an nicht in Acht nehmen. Jawohl, Herr Doktor. Das weiß ich jetzt. Dere? Komm jetzt daher aus Prag. Ich weiß in einer Bessers Hotel. Auge Gottes Nussdorfer Straße. Zimmer 23. Komm jetzt. Noch nicht. Waut's da. Ja. Was? Sie haben ihn? Na, Westbahn. Ausgezeichnet. Ja. Nein, keine Konfrontation. Ja, lassen Sie diese beiden Laffen passieren. Und dass mir eine solche unerhörte Schweinerei nicht wieder vorkommt, kaputt, gell? Verstanden? Und das hat er gesagt, der Hermann? Ja, Herr Bockerer. Das sind abgeführt haben vom Westbahnhof. Zum Werkmeister Ratner hat das gesagt. Und Sie glauben, Franz, dass ich das wirklich gemacht habe? Dass ich ihm angezeigt habe? Den Hermann, der was mein Freund war, angezeigt? Der ist Saubergage. Freund. Was ist Freundschaft heutzutage? Franz, der Herrgott ist mein Zeuge. Oh. Tut mir alle aber weh. Na, was ist jetzt mit dem Herrgott, Ihrem Zeugen? Das hat mit dem Herrgott überhaupt nichts zu tun. Wissen Sie, wer mir das gemacht hat? Mein eigener Bub. Mit Totschläger hat er mich aufgehauen. Schauen Sie auch dazu, Franz, dass Ihnen ein Bub nicht zu uns auch kommt. Brauchen Sie keine Angst haben, Herr Bockerer. Mein Sohn hat einen anderen Vater gehabt. Da. Das ist alles, was von ihm übrig geblieben. Lagerleitung Dachau. Betriebsunfall am Einlieferungstag, Totenschein 12,50 Mark, Kremation, Asche, Urne 65,30 Mark. Transportspesen nach Wien. Das müssen Sie zahlen. Denen? Wenn ich es haben will. Dabei weiß ich gar nicht, ob es von ihm ist oder von einem anderen. Bleiben Sie einen Moment da sitzen, ich bin gleich wieder zurück. Was haben Sie gesagt, hat es ausgemacht? 122 Mark und 65 Pfennig. 65 Pfennig, ja. Franz, wenn Sie ein bisschen Radio hören, wenn ich zu Ihnen das anschalte, gell? Ich bin gleich wieder. Stecken Sie das ein, Sie werden es brauchen können. Das sind doch 150 Mark, Herr Bockerer, das macht doch gar nicht so viel aus. Ja, ich weiß schon. 65 Pfennig wollte ich auch noch haben, aber ich kann mich da bei der Kasse nicht umeinander spielen, wenn die Pinnerroller bei hinscherge, da stecken Sie das ein. Dankeschön, Herr Bockerer. Und Franz, wenn Sie was brauchen für einen Buben, können Sie. Genieren Sie noch. Mit Ihnen kennen wir nicht aus. Dass Sie so freundlich zu mir sind. Gibt ja keine Freundschaft mehr, haben Sie gesagt. Vielleicht möchte ich meinen Gewissen beruhigen, weil ich ihn angezeigt habe, den Hermann. Weil er ein schlechter Kerl bin, ein Lump, ein Spitzel. Nein, Sie sind kein schlechter Kerl, Herr Bockerer. Und auch kein Spitzel. Das weiß ich jetzt. Die Franz-Person. Und wie viel Geld hast denn du ausgenommen? Aber gar nicht der Rede wert. 150 Mark, ja. Ich weiß ja ganz genau, mir kannst du nichts vormachen. Dem Weibsbild hast du das gegeben, das Geld. Ich weiß nicht, dass er so geheimnisvoll ausgeschlichen hat. Mein Gott, ein Apanage! Ein Apanage? Ein Arsch! Ein Apanage! Wenn ich mit dir nicht nur hätte. Ja, aber das viele Geld? Was soll denn das bedeuten, um Himmels Willen? Ja, so muss es bedeuten. So weißt du, wer das war? Die Frau Annal war's. Die Frau vom Hermann. Weißt du, was gemacht haben mit Hermann? Verschlagen haben sie.
Den Hermann von der Bahn? Ja, den Hermann von der Bahn. Der, was mein Freund war. Und nicht nur, dass er verschlagen haben, jetzt wollen sie Geld anrufen. Asche, Kremation, Urne, Transportspesen nach Wien. So viel 100 Mark und 65 Pfennig wollen von ihr, von der Witwe. Jetzt red's nichts, was? Jetzt bist du da. So fällst du. Und wenn sie es nicht zahlt, dann kriegst du nicht einmal die Asche vom Hermann, die arme Frau. Wie ist er denn umgekommen? Arbeitsunfall am Einlieferungstag. Lagerleitung Dachau. Wenn ich nur wüsste, wer noch anzeigt. Au! Jetzt war das. Du weißt, wer ihn angezeigt hat? Der Heinz war es. Unser Buch. Warum glaubst du denn sowas vom Hansi? Wie kannst du nur, wo er doch bei der SA ist, ein Oberscharführer? Bei der SA ist ein Oberscharführer. So seid ihr alle vernagelt. Seid ihr alle vom Herrgott verlassen? Ja, was glaubst denn du, was die SA ist? Glaubst du, es ist der katholische Zöhnverein? Ja, so was Ähnliches denke ich mir heute. Ich werde sagen, was die SA ist. Ein Verein ist das, wo es den Buben lernen, wie man einen Vater wegen Totschläge über den Arm hat. Oder hat er dir das nicht erzählt? Kein Wort. Jetzt geht mir eine Gasbeleuchtung auf. Jetzt weiß ich, warum ich am Mordsinnplatz sein müssen. Bei der Gestapo. Alles auch ihr Schuld. Oder hat er dir das auch nicht gesagt? Das schon, aber was hat denn der Hansi damit zu tun? Richtig hat er sie gemacht. Damals draußen bei den Heurigen. Als SA. Laufen hat er uns los, den Hermann und mich. Aber so laufen, wie die Katze die Maus laufen lässt. Ein Spitzleser. Ein Angeber. Mein Gott. Weil du die alle mit so Leid einlassen tust, die was verdächtig sind. Das ist dem Führer bestimmt nicht recht. Vater! Grüß dich, Mutter. Du, der Harzinger lässt dich schön grüßen. Ich glaube, der traut sich nicht herein, seit er weiß, dass du doch bei der Gestapo vorgeladen warst. Du kannst deine Rehrenstiefel gern lassen. Was? Mach dich fertig. Was? Verschwind! Geh mal, geh mal! Ach, du meinst, dass ich am Ende vielleicht gar ausziehen soll? Ausziehen? Ausschmeißen, oder in die Stand dabei. Und dass man nicht mehr unter dir ankommst. Ich glaube, du hast ein Viertel zu viel gehabt, Vater. Ein Viertel zu viel. Ich hab viel zu viel gehabt. Aber jetzt hab ich nur. Geh auf dein Zimmer. Bock dein Klumper zusammen und verschwind. Geh! Du willst mich hinausschmeißen? Aus unserer Wohnung? Ja, weißt denn du überhaupt, wer ich bin? Ein angesehenes Parteimitglied, das bin ich! Ein Oberscharführer, der nächste Woche zum Truppführer befördert wird, das bin ich! Und du willst mich hinausschmeißen. Das soll ja ändern, was da nicht passt. Kannst du ja ausziehen, mitsamt deiner Wurst. Nicht hinausschmeißen. Wie willst du das machen, hä? Anstatt, dass du mir dankbar bist, weil ich dich protegiere. Ja, was glaubst du denn, wo du heute wärst? Ohne meine Verbindungen. Dankbar soll ich da sein. Für einen Hermann, das ihn erschlagen hat, was? Den hast du am Wissen, aber ich werde was sagen, du Becher, du. Du wirst noch mal nach deinem Vater schreien. So wie damals an der alten Donau unten, wie du fast ersoffen warst und wie ich dir aus dem Wasser rausgezogen hab. Wie schön oft, Papa, Hilfe! Genauso wie schreien. Aber diesmal, mein Lieber, da gibt's keine Hilfe und kein Ausziehen aus der Sintflut. Ein Schmarrn wär ich! Ich
brauche keine Hilfe. Ich brauche keinen Vater. Mein Vater ist der Führer. Eines Armen hat keinen anderen Vater, verstehst? Recht ist ihm geschehen, dem Hermann, dem Hund, dem Roten. Was habe ich jetzt davon? Dass ich ein gutes Wort eingelegt habe für dich. Das ist der Dank. Ein Narr bin ich gewesen, mich so einzusetzen für dich. Du gehörst ja nirgendwo anders hin als in ein Konzentrationslager. Der einzige Platz, wo noch Menschen aus dir machen können. Was denn das für ein Lärm da? Die Kunst... Ruhig bist! Von jetzt an wird nur mehr geredet, wenn ihr gefragt wird. Jetzt bin ich. Ich! Der Herr im Haus! Verstanden? Glauben Sie nicht, dass wir wenigstens heute Fleisch kriegen werden anlässlich der Siegesfeier, Herr Doktor? Ist zu erwarten. Frankreich ist ja ein klassischer Agrarstaat. Seit der Führer vom Eiffelturm heruntergeschaut hat auf das nunmehr deutsche Paris, das ist Weltgeschichte. Da braucht es Ihnen keine Sorgen mehr zu machen um ein Fleischfallhaberl. Weltgeschichte? Was? Weltgeschichte? Wir haben Schnitzel und haben wollen anlässlich der Siegesfeier. Oder wenigstens ein Gulasch. Wissen Sie, wann das letzte Mal ein Deutscher am Eiffelturm gestanden ist? Na, ich weiß nur, dass ich seit einer Stunde da stehe. Hätte mir das nicht träumen lassen. Damals, als ich als junger Studiosus Frankreich bereiste, also das muss ein Gefühl für den Führer gewesen sein, wie er da umgestanden ist. Yes, das wird darum am Hermannsvogel halten. Ne? Aber nein, in einfachen Worten, Napoleon vor den Pyramiden verblasst dagegen. Was sind denn Sie für ein Doktor, Herr Doktor? Philosophie, Philologie und Soziologie. Bumm. Ja, auch ich war schon einmal im Kunsthistorischen Museum. Aber ich schreibe an einem Monumentalwerk. In 10 Jahren werden Sie meinen Namen in der gesamten Weltpresse lesen können. Ah, ja, was ist denn das für ein Werk? Erster Teil, der zersetzende Einfluss des hebräischen Ghetto-Minnesanges auf Walter von der Vogelweide. Was? Zweiter Teil, der Einfluss semitischer Sataniden auf Sigmund und Siglinde. Wie ist das, wenn wir wenigstens ein paar Ripperln kriegen? Volksgenossin, Sie sind mir zu fleischlich veranlagt. Wenn ich so frei sein darf, mich so auszudrücken. Schauen Sie mal, Herr Doktor. Nein, mein doch nur. Ausverkauft sind wir Lädeln, ausverkauft! Nichts ist an so einem Tag, wo der Führer auf den französischen Eiffelturm steht, kannst du aber doch wenigstens Schnitzeln essen wollen. Also, wo ist denn das französische Fleisch? Fräulein Haberli glaubt ja in Frankreich noch nicht zum Schlachten angefangen. Ja, und was soll ich jetzt machen? Kaufen Sie einen Fisch? Das ist doch ein grauslicher Mensch, der Bockerer. Ah, da kommt der Richtige, das ist der Junge. Ein Littler von Haberl. Ja, wo war er denn am Samstag, du schlimmer du? Na, meinst du, dass ich immer Zeit für meine Privatangelegenheiten habe? Die Verteidigung an der inneren Front ist genauso wichtig wie die in der äußeren. Ja, aber die haben sie du mit deinem Sportherz, wo sie dich doch sogar vom Militär zurückgestellt haben. Du, gestern bin ich wieder befördert worden. Oh. Zum Obersturmführer. Na, da gratuliere ich dir, aber sehr schön. Und am Donnerstag gehen wir miteinander ins Café Tosca tanzen, gell? Oh ja, das kostet mich wieder auf Fleisch. Ja, und wenn du mal Schnitzelfleisch bringst, dann gehen wir nachher in unser Loge. Willst? Ja, meinetwegen. Warte da draußen, ich muss schauen, ob der Alte drin ist, ja? Ja, dummete, dummete. Ja, die Liebe geht durch den Magen. Ungebrauchte Hakenkreuzfahne, billig abzugeben. Das ist ein Skandal, ist sowas. Aber wie das alles ist, was er zum Verkaufen hat, der Bockerer. Hast du das Schnitzelfleisch? Es ist nicht gerade ein Schnitzeler. Ein Zungenis. Was? Und so gern dem Herrn S.A. der Hohen Obrigkeit. Er hätten gar nicht stören brauchen. Hast du das gehört, Hansi? Den ausderden belgischen Ochsen schleppt, den er aus veterinären Gründen niemand anbieten kann. Was? Und dafür hast du den Tosca mit mir in die Loge gewollt? Halten kannst du den Dreck, den Miserablichen. Und sag ihm dem Herrn S.A., wann er das nächste Mal für sein Fliegscherlass... Sag ihm, er soll still sein! Bitte, dort. Keine Aufregung, meine Herrschaften. Überzeugen Sie sich. Was ist denn?
Recht oder kommt der Dr. Galeitner? Wer hat das auf diese Tafel geschrieben? Wer, frage ich? Sauerei. Ich hab's aufgeschrieben. Herr Bockerer, putzen Sie das weg. Warum denn? Erstens einmal habe ich die Fahne, die was mir vorgeschrieben ist. Zweitens hat meine Frau den Binder unnötigerweise eine neue Fahne gekauft, die was vollkommen zu lang ist. Viel zu lang für ein Parterre. Was hast du ausgegeben dafür? 27 Mark. 27 Mark. Warum soll sie nicht verkaufen dürfen? Das ist doch ganz klar, warum? Herr Wachtmeister, erklären Sie diesem Herrn, der zufälligerweise mein Vater ist, dass es... Das Symbol des Hackenkreuzes eine Mythos darstellt, mit dem kein Schacher getrieben werden darf. Jawohl. Ah, da schau her. Na, dann müssen sie umgehen zur Fahnenfabrik Ritter, weil die treiben einen unendlichen Schacher mit den Mistus. Schauen Sie noch, was wir geschrieben haben. 27 Mark kostet die Fahne, aber sie nehmen es nicht zurück. Da haben sie es gemacht. Schluss mit dem Blödsinn! Herr Wachtmeister, erklären Sie ihm gefälligst, dass der Ritter ein Parteikonzessionierter Betrieb ist. Jawohl, und veranlassen Sie ihm, dass er die Fahne zur Siegesfeier hisst. Aber Dalli... Brauchen wir keine Instruktionen zu geben, wie ich eine Amtshandlung zu führen habe, Herr Sturmführer Bockerer. Was erlauben Sie sich denn eigentlich? Glauben Sie, wir wissen nicht, wer Sie sind? Ein Monarchist sind Sie, und dann waren Sie ein Sozi und nachher ein Schwarzer, ein Vaterländischer. Und jetzt habt ihr mich überzeugt. Aber gründlich. Na, ist dann. Ein vielgereister Mann, der Herr Wachtmeister. Ah, das schon. Glaubst du, dass ein Mensch ohne Überzeugung alle diese Wandlungen durchmachen kann? Na, da gehört der Charakter dazu. Bei meinem nächsten Inspektionsgang will ich die Fahne hier flattern sehen. Verstanden, Herr Bockerer? Jawohl, aber Sie wissen, dass es lang ist, das wissen Sie. Gehen wir, gehen wir. Na? Da gehen wir. Ich muss eine Flatter sehen. Oh, der Inspektor Ulrich muss eine Fahne flattern sehen. Er hat zu, eine Fahne will er flattern sehen. So ist er, der flattert schon die Fahne. Was ist denn hier? Was ist eine Unverschämtheit? So kannst du es doch nicht lassen, Karli. Können die Leute drüber stolpern. Liebe Biene, lieber das werden Sie noch mehr Leute stessen, als wie du glaubst. Ja, aber Karli, du kannst doch das nicht so. Jesus Maria! Herr Bockerer! Siehst du? Du musst dich aufmerksam machen, dass sie viel zu lang ist, die Fahne vom Geschäft. Ich werde beinahe aufs Emblem treten. Na, steig drauf, wenn du drauf reiten musst. Das versteht ich nicht. Es ist nicht so opportun, gerade heute das Emblem an Kanalgitter schleifen zu lassen. Sozusagen in der Gosse, also geschwind. Wie werden sie gerieten? Bitte, stopp, schauen Sie. Oje, oje. Jetzt hat's aber eingeschlagen, Herr Bockerer. Oje. Tut mir sehr leid. Wenn ich doch gleich gesagt, dass es zu lang ist, die Fahne. Nein. Wir werden schon einen Ausweg finden. Können Sie sich ganz auf mich verlassen, Herr Rayonsinspektor. Also, weil Sie sind, Herr Hatzinger. Eine letzte Verwarnung, Herr Bockerer. Kürzen Sie's. Wenn bei meinem nächsten Rundgang die Sache nicht in Ordnung ist, kommen Sie ins Birke. Sie sind viel zu konziliant, Herr Wachtmeister. Mit solchen Elementen, mit verdächtigen Subjekten. Jetzt weiß ich, was ich mache. So was. So ein Blödsinn. Du Hatzinger, schau her, was ich da habe. Ja. Schau, ein Ja. Brief. Aus Amerika. Was glaubst du von wem? Ui, aber ich war vom Rosenblatt. Ja, von Rosenblatt. Montgomery Reuze heißt er jetzt. Schau, da schreibt er, besonders herzliche Grüße an Freund Hatzinger. Das hat der Mensch gar schon die Zensur gelesen. Natürlich, die Zensur liest ja alles. Was ich jetzt halt den Mist aus den Unverkäuflichen. Warte, du steigst ja drauf. Lieber alter Freund, mir geht es glänzend dasselbe von Ihnen, Hoffen. Habe eine kleine Havertascherie. Was hat er? Die Tascherie hat er, ne? Ah, die Tascherie hat er? Ist das ansteckend? Das weiß in Amerika jedes Kind, was das ist, die Tascherie. Ach, glaub mal, Herrenmodegeschäft. Ein Herrenmodegeschäft hat er. Ja, halt er den Fetzen ordentlich. In der Erwartung des baldigen Tages, an dem wir uns wieder einmal zu einer gemütlichen Tarockpartie in der Banigelgasse versammeln werden, verbleibe ich stets Ihr getreuer Montgomery Royce alias Maximilian Rosenblatt. PS,
Herzliche Grüße an Freund Harzinger. Na also, gar so ein herzlicher Freund bin ich ihm nicht gewesen. Und dass er so bald wieder nach Wien kommen wird, na, das scheint mir aber auch eine verstiegene Idee von ihm zu sein. Du hast Angst, dass er die wieder in Taruk übertippet, was? Ah, Amerika ist weit und neutral. Lieber Freund Harzinger, wenn der Rosenblatt sagt, er kommt, dann kommt er. Versteht? Außerdem, damals, wie sie im Münchner Frieden gefeiert haben, damals ist der Krieg angegangen. Ja. Und jetzt, wo es Paris haben und sagen, der Krieg wird bald aus sein, jetzt fängt sich der Krieg erst an, zu einem Krieg außer zu pullen. Das sag ich dir. Und hast du das nicht gesehen, ist die ganze Sache verkürzt. So, und was sagst du jetzt, Harzinger? Ja, aber das ist ja jetzt die haben's ja so wollen. Na, Hansi, nee, es ist schon nur von dem süßen Zeug. Das verbindet mir ja ganz in den Magen. Herr Ober! Hansi! Herr Ober! Ah. Herr Ober, Moment. Was ist denn da mit dem Madel? Wo sind's denn? Alles besetzt. Momentan. Wünschen wir Fettwebel? Noch ein Flaschel. Aber Dalli. Und sagen Sie dem Kapellmeister, er soll noch einmal den Schatzwalzer spielen. Schatzwalzer. Ja. Nein, verbind nichts. Danke sehr, danke best. Na, was ist? Vielleicht in einer halben Stunde, wenn das Kino aus. Jetzt ist der Leibwand, der mir gleich ins Kino gehen. Wozu brauchen wir da das Café Tosca? Auf eine Loge 3. Schatzwalzer. Schatzwalzer. Was wünschen die Herrschaft an Wollteufelwalzer? Nein, den Schatzwalzer habe ich gesagt. Aber mit Gefühl. Schon wissen, Herr Palavacci. Werden Sie nicht enttäuschen, Ja. den letzten Abend, bevor Sie an die Front gehen, Herr Feldwebel. Reden nicht so viel und spielen. Nummer 27. Der Gstettner bleibt. Herta, wir müssen Schluss machen mit dem Abschied. Der Gstettner wird jeden Augenblick da sein. Wahnsinn, nicht fortgehen, jetzt wo es gerade so schön wird. Schau, wie es ausschaut. Verschmiert von oben bis unten. Ha, du bist ja selber ganz verschmiert, da. Ja, aber bitte, wenn der Tag Gstettner wichtiger ist wie ich am letzten Tag. Es handelt sich da nicht um wichtiger. Erzählen soll er mal was. Lass das gut gehen, Schatz. Wenn du hinkommen willst, zur Ostbahn, um 2 geht er, hör zu. Ach, das ist nichts für mich, so traurige Szenen am Bahnhof. Da hätte ich viel zu tun. Alles am vierten Gott Burschi, was der süße Bub. Na, und wer von den zwei her? So, dann komm. Herr Littler, Ferdinand. Heil Bockerer, na, wann fährst du denn? Heute Nacht 2:10 Uhr. Das Gepäck ist schon auf der Ostbahn. Der Mutter habe ich schon Adieu gesagt und wie ich mit meinen Alten stehe, das weißt du ja. Ist über Nacht gekommen, die Geschichte bei mir. Komm, setzen wir uns. Erzähl mal was von den Russen. Gib mal ein paar Tipps. Du weißt ja gar nicht, wo du hinkommst. Gar nichts weiß ich. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass ich eingezogen werde mit meinem Sportherz. Ich habe hier einen kriegswichtigen Posten gehabt, aber vor 6 Wochen haben sie mich auf einmal als Feldwebel in der Armee übernommen. Gehst vielleicht nicht gern? Ja, was selbstverständlich, ich bin doch begeistert.
Also was geht denn vor an der Ostfront? Erzähl. Gibt's nicht viel zum Erzählen. Wirst ja selber draufkommen. Komm, mach mal ein Bier, Party. Ober, 2 Bier. Servus, Herr Johann. Schau, Ferdl, da sind so viele Gerüchte im Umlauf über diese Partisanen oder wie die heißen. Ja, du weißt die russische Zivilbevölkerung. Sag mal, wie habt denn ihr SS das Problem eigentlich zu? Ja, hier der Oberleutnant, der Kaiserbjörn für den Herrn. Diese fertige Schöpf. Partisanen? Damit habe ich nicht viel zu tun gehabt. Das ist mehr eine Infanterieangelegenheit. Du wirst wahrscheinlich damit zu tun haben. Das ist dein Stoß. Eigentlich merkwürdig, dass diese Bolschewisten, diese Untermenschen, die Courage haben, so einen Hirnriss im Widerstand zu leisten. Es scheint, Diplomatie verliere ich. Du kommst. Brauchst keine Angst haben. Wir haben schon auch mehr Einsatztruppen unter den kalten Brunner. Ja, auf den können wir stolz sein, auf den kalten Brunner, mir in der Ostmark. Ja, sag einmal, was hat denn die Einsatztruppen denn eigentlich für eine Funktion? Liquidation der verdächtigen Elemente im besetzten Gebiet. Verdächtig sind alle, verstehst? Russen, Polen, Juden, die ganzen Viecher mit Anwalt. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel ein Lastwagen. Ganz gewöhnlicher Heereslastwagen, äußerlich gar nichts daran zu bemerken. Und weißt du, was in Wirklichkeit ist? Na, was denn? Eine ambulante Gaskammer. In einem Lastwagen? Ja, die Untermenschen, die werden einmal reingepfercht in den Wagen, je mehr, desto besser. Und wenn die Tür zu ist, der Motor rennt, dann strömt automatisch Gas in das hermetisch abgeschlossene Innere des Wagens. Automatisch. Tolle, was? Und sobald wir dann beim Massengrab angelangt sind, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, Gäste, der Kalk und so weiter, alles vorbereitet, dann sind die meisten eh schon hin, bis auf ein paar Weiber nächstens. Das ist der Stoß. Frauen sind da auch dabei? Frauen, Kinder. Ja, spül. Dass man wieder mal ein offenes Bier kriegt. So ein Urlaub ist eine Freude. Sag einmal, sind das alles Spione, die ihr da vergast? Jeder Einzelne. Sag mal, wie spürst denn du? Was hast denn? Du warst doch früher Koryphäe beim Bier. Du kommst schon wieder. Also, jetzt werde ich dir mal einen guten Stoß zeigen. Ich hab geglaubt, Spione, die werden erschossen. Ja, was auch viel mehr nach meinem Gusto ist. Der hat gesagt, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Organisation ist nötig. Die Vertügung als solche ist ganz einfach. Normalerweise hat man es zu einer Tankvoll geführt, ausziehen lassen, Kleider und Wertgegenstände abliefern und dann haben wir es reingepfeffert. Wenn einer nicht gleich hin war, dann hat er einen Knotenschuss gekriegt. Kompliziert ist erst nachher geworden. Die ganzen Kleider und Wertgegenstände ordnen und plangemäß abliefern. Waggonweise haben wir es ins Reich verfrachtet. Die Kleider zur NS-Frauenschaft, Wertgegenstände wie Gold sind und so weiter ans Finanzministerium, alles plangemäß. Fast nie, dass in meiner Abteilung einmal ein Unterschlagung vorgekommen war. Nein, alles hoch anständige Burschen. So, der ist mir daneben gegangen. Ah, schwache Nerven. Damit wirst du nicht viel ausrichten an der Ostfront, ja? Reisefieber? Nein. Schlecht ist mir von dem Zeug dem Süßen. Ich muss gehen, ich hab ein Rendezvous. Mit einer Jede. Also, reiß dich zusammen erst. Vielleicht sehen wir sie in Stalingrad. Herr Littler. Herr Littler. Oberzahlen? Jawohl. Ja, 2. Und 2,5. Da. Welches Pufferl? Mit deswegen da Außerzeit am Gürtel? Nein, ist nur eine Abwechslung. Man kann ja nicht immer beim Grenadier herumlungern. Ich hab schon gebraucht, die Ranzerei von der Bienel nicht anhören. Ja, aber schließlich ist er auch dein Sohn. Ja, von Natur aus schon, aber dem Gefühl noch schon lange nicht mehr. Na, der Haus. Das ist kolossal.
5000 Kilometer ins feindliche russische Ausland eingedrungen. Eine gigantische Leistung. Das ist ein weiter Weg zum Zurückhatschen. Ich weiß nicht, ich lese allebei ein Sieg jagt den anderen und dabei dauert der Krieg allebei länger. Hatziger, das ist interessant. Na schau, Rommel schlägt in der Wüste Montgomery. Montgomery? Haben wir kein der Rosenblatt? Aber geht der General da endlich? Mein Lieber, den Rosenblatt ist alles zuzutrauen. Entschuldigen, der Herr. Vater! Geh mal, gehabt haben wir eh nichts. Du nicht, der Bockerer? Es ist dem Hansi sein letzter Abend. Ach so, deswegen hast du mich da aus der Zeit am Viertel her, was? Deswegen, akkurat deswegen. Und außerdem habe ich ja Frau Binnerl versprochen. Deshalb haben sie mich ausgefragt, heute am Nachmittag, beim Einpacken. Deshalb, akkurat deshalb. So, und jetzt werden die beiden Herren Bockerer voneinander Abschied nehmen. So ist es klärt. Am Forsten. Sei erzählt. Allein ich oder mit den anderen? Allein. Wohin geht's denn? Nach Russland. Russland. Großes Land, die Tiefebene, Karpaten, Sibirien. Schaust aber nicht aus, wie wenn du glücklich warst, dass du dorthin fahren musst nach Russland. Alleine. Na, schlecht ist mir von dem Zeug, dem Süßen. Schlecht ist. Eine Angst hast. Ich? Gehen die doch. Schaust genauso aus wie damals, wie wir in der oben schwarzen Nacht über den Deblinger Friedhof heimgegangen sind, wie wir von der Andeltand gekommen sind. Jetzt in die Hosen reingeschissen hast. Kannst du dich noch erinnern damals? Denkst du noch dran? Ich geb's dir zu, Vater, dass ich eine Angst habe. Du weißt ja nicht, Vater, was der... Ja, ich weiß. Was der... Ja. Na also. Jetzt redst du auf einmal wieder wie ein Mensch. Wie mein Bub. Nach so vielen Jahren. Du darfst nicht glauben, Vater, dass ich das Ganze von allein gemacht habe. Meine Stellung in der Partei und ich war gezwungen. Weißt du was? Der Hatzinger und ich, wir werden wie der Lateiner sagt, kooperativ, wenn wir die am Bahnhof ausgeführt. Aber zuerst wollen wir noch zum Abschied ein bisschen Hetz haben. Ein bisschen Unterhaltung, nicht? Hallo, was ist denn? Das wäre ein Nachtlokal, Café Tosca, nicht einmal ein Mus ist da. Ja, aber kommen Sie her, oder? Ich kann nicht den Kapellmeister holen, den Herrn Ballerwatsch. Der soll unbedingt einen Ziehharmonika mitbringen, der Bayerwatsch. Ja, aber bring uns was zum Trinken. Ja, und ich zahl's, nicht der Komfortskirchner. Ein Olden. Ja, ein Olden, natürlich. Der Herr zahlt's. Und der Musi. Ohne Weiß kein Musi. Na, was ist, Bubi? Was soll man da denn vorsingen zum Abschied? Wir fahren gegen England. Das dummst du. Rosenblatt ist auf Amerika. Du musst nach Russland. Na, das ist schon gescheiter. Wir singen der Wernerlied vor, was? Weißt du, Herr Kapellmeister, sind unser Gast. Das Haus wird hell, mit einer Illusion. Dann macht man unsere Zwischen in der Welt. Wann der Wein verdirbt und wann einmal die Musik stirbt, in die mir Werner so verliert, ist er Krieg. Solang im Glas noch ein Tropfen drin ist, solang die
Geige noch voll Melodie. Und für so lange noch ein Ulrich steht das Madel da. Da sagt der Herr, na, heut ja, und fort nicht. Und der ist der Todsklar, der Hut. Wie schaust du denn aus bei so einem Anlass? Er ist wie ein Pompineverer. Ja, gell? Das ist eine merkwürdige Geschichte mit dem Hut. Wie ich ihn das letzte Mal aufgehabt habe, wie meine Frau, die gottselige Amalia, gestorben ist, war vor 16 Jahren, da war er mir eigentlich zu groß. Ist dir das jetzt lieber, Herr Bockerer? Dein Kopf ist eingeschrumpft. Solltest du mal mit Dr. Schwester reden? Lassen Sie mal gut sein, Herr Hatzinger. Halten Sie nur schön auf, passt Ihnen sehr gut, der Hut. Haben sehr vornehm ausgesehen in der Karlskirche. Schön hat er zu uns geredet, der hochwürdige Herr nach der Messe für unseren Hansi. Wenn es aber einen kennt hätte, so hat er geredet. Aber Bienel, wir haben da zu alt dafür, ne? Erste Klasse, alles inbegriffen. Ja, hat sich aber sehr gewählt, ausgedrückt, der Hochwürden. Heldentod fürs Vaterland vor Stalingrad, hat er gesagt. Hör auf, Hatzinger, da mit den Stalingrad. Was hat denn zu tun gehabt in Stalingrad, unser Bub? Die Panne gegossen, hätte er gehört. Zu seinen Eltern, wo sie blogt haben für ihn. Ist ja nicht gefragt worden, ist ihm ja befohlen worden. Ja, das kenne ich schon. Führerbefehl, wir folgen dir. Wo hat das denn hingeführt, unsere Buben? Zum Verrecken nach Stalingrad hat das geführt. Außerdem, jeder ist gefragt worden. Aber Karli, du wirst doch nicht behaupten, dass der Hansi schuld ist, wo ihn doch die Russen da erschossen haben. Ja, vielleicht die Russen schuld? Was nicht aufgestiegen, was nicht runtergefallen. Kannst ja jeden Tag in der Zeitung lesen. Millionen Russen werden umgebracht. Für die wird kein Mess gelesen, erster Klasse. Für die Russen. Aber die wissen wenigstens, für was kämpfen. Für ihr Vaterland kämpfen sie. Dass man nicht von allen Völkern behaupten kann, dass sie das wissen. Für was kämpfen. Haben wir vielleicht kämpft für unser Österreich? Schasummer. Aber Karli, wie drückst denn du dich aus an so einem Tag? Was war ist hier aber nur der größte Feldherr aller Zeiten. In Österreich, da hat er leicht ein großer Feldherr sein können. Russland, da soll es beweisen. Okay, Österreich ist ja viel zu klein, ist doch mit Russland gar nicht zum Vergleichen. Es war überhaupt kein Vergleich zwischen Schickelgrube und dem Bonaparte. Wo war der Bonaparte? In Moskau. Wo sind wir? In Kiew sind wir. Überhaupt, der Bonaparte, ein General, ein französischer, ruhiger, angenehmer, bescheidener Mensch. Alle bei nur mit der Rückfalten versteckt, ne? Und unserer, alle bei nur mit der Höhe. Da ist noch ein Lackerl drin, ne? Wie haben wir es denn? Ich hab's gewusst. Was, Herr Bockerer? Ich hab's gewusst, dass wir nicht mehr sehen werden, unseren Buch. Gewusst hast du das? Damals. Am letzten Tag da im Café Tosca. Da hab ich's gewusst. Ja, Zinger. Das werde ich dir mein Lebtag nicht vergessen. Dass du am letzten Abend den Hansi und mich noch zusammengebracht hast. Ich werde einen Wein holen. Ja, der Herr Bockerer. Wissen, Frau Binder, dass er recht hat mit vielen, was er da sagt? Der Herr Gemahl. Dort sind wir gesessen damals. Der Hermann, der Herr Gemahl und ich. Haben nämlich sehr gern gehabt, den Hermann. Ich hab nur zum Herrn Gemahl gesagt, schau, da sitzt der ja, der Hermann. Setzen wir uns zu uns und trinken wir ein Glas Wein mit ihm, habe ich gesagt. Den haben sie auch erschlagen, den Hermann. Ich weiß noch, wie seine Frau zu uns ins Geschäft gekommen ist und der Karli hat mich noch gefragt, ob wir ihr nicht aushelfen könnten mit dem Geld. Natürlich, habe ich gesagt. Mit dem größten Vergnügen, habe ich gesagt. Ja, das ist eine feine Bedienung. Gäste müssen sie den Wein selber holen. Wegen dienstlicher Verhinderung. Der Wastl. Der Wastl ist in Paris. Der Wastl in Paris. No, wie geht die Welt zugrund? Muss ja auch schon ein hoher 40er sein, der Wastl. Wenn uns noch lang spielen, Hatzinger, kommen wir auch noch dran. Aber doch nicht du, Karli. Das wäre noch schöner, da möchte ich ja ganz allein da stehen. Du bist doch jetzt alles, was ich hab. Brauchst keine Angst haben, Binnen. Brauchst keine Angst haben. Jetzt mir da am rechten Bizeps die inneren Verwachsungen ausrentgenisiert haben, ist keine Gefahr mehr. Geht das dieselbe Stelle, wo der Hansi damals einen Wort einen Stoß gegeben hat? Was, der
Heinz hat mir einen Stoß gegeben, was redst du denn da zusammen? Aber Karli, du hast doch immer gesagt, dass er dich geschlagen hat mit einem Totschläger. Dass er mich geschlagen hat mit einem Totschläger? Der Hansi, mich? Ja, was redst du denn da zusammen? Da an dem Birkenklan, da hab ich mit der Stessen. Da hab ich angehört, wie ich mit dem Hermann davon gerannt bin, damals an den oben, wo wir zwei da herum waren. Der Hansi wird mich hauen, nicht weigern Fleisch und Blut. Möchte das mein Lebtag nicht mehr hören. Das ist genauso eine blöde Rederei wie damals bei der Anatante, wie es gestorben ist und alle gesagt haben, sie ist ein Bezirkstrotsch. Aber Karli, hast denn du nicht selber immer gesagt, dass sie so viel redet und sich in alles einmischt, die Anatante? Gar nichts. Eine rechte Person war es. Ein aufgeweckter Mensch, aber ein Herz. Herz von Gold. Und nicht nur das Herz war aus Gold. Die hat andere Vorzüge noch gehabt, die Anatante. Naja, wir wissen ja schon, dass du allerweil für sie geschwärmt hast, knapp bevor wir zwei verlobt waren. Ja, weil man die gestalt, nicht? Mollert und der spickt, so wie man es gerne hat. Solche Haare, solche Augen, weil er und dezent. Das pure Gold. Wenn die so neben mir gesessen ist, die Anatante in der Sonne und mich angelacht hat. Es hat mir so blitzt und glänzt. Ein Vergnügen, eine Freude war das. Naja, sie hat das ja auch vermacht, bis krank geworden ist. Wie ist das? Was höre da? Natürlich, das weißt du nicht, dass man die Anatante dezent vermacht hat. Das weißt du nicht, lass dir das erzählen, pass auf. Eines Tages komme ich zu Anatante, sie, was sonst alle wie ein Pfeitschepfeil im Zimmer umeinander geschossen ist, nicht? Sie ist am alten Divan gesessen, auf der Chaiselonge, wie der Lateiner sagt. Ein bisschen bloß war sie. Ich schau's an, sag, Anatante, was hast du? Ja, miert, sagt's. Miert bin ich halt, recht miert. Sag, da musst du mit Dr. Schöbester reden. Sagt's, nein, es wird schon vorbeigehen. Ne? Nix ist vorbeigegangen. 2 Tage später war sie im Spital und 14 Tage drauf war es hin, die Anatante. Ihr Gebiss hat's mir vermacht und aus dezent habe ich mir den Ring machen lassen. Schau her, was draufsteht. Ja, zur Erinnerung an eine Jugendliebe. Jetzt hab ich aber genug. Schau mal, sollst du von Herrn Hatzinger die alten Geschichten aufzufrischen von der anderen. Weiß ja jeder Mensch, dass nicht so lieb was. Ein geh ins Geschäft. Ich verstehe dich nicht. Mich schimpfst zusammen, das ist nicht aufregend so ein Tag und du selber, das ist direkt peinlich. Sag, verstehst denn du das nicht, Hatzinger? Ich muss doch beruhigen, die Binerl. Schau damals, wie das Telegramm gekommen ist. Wegen unseren Hansi, da habe ich schon geglaubt, ich muss 2 Söhne lesen lassen. Und man denkt, jetzt muss das ablenken, die Binerl, und mit was kannst du das ablenken am besten? Mit der Anatante. Auf die war ich schon aber eifersüchtig. Und siehst du das? Nutzt hat's was. Psychologie, wie der Lateiner sagt. Ah, jetzt verstehe. Wahrscheinlich hast du, Herr Bockerer, alle die abfälligen Bemerkungen betreffend eines Hutes auch nur zu dem Zweck gemacht, um sie abzulenken. Ja, selbstverständlich. Karli! Ja, wir kommen schon. Du Hatzinger, lass mal die hier tauschen, komm. Jetzt fängt der Pamperlet schon wieder zu schreien. Nacht für Nacht. Karli, du musst unbedingt morgen mit dem Wachtmeister Ulrich reden. Ich mit Ulrich reden bin ich narrisch. Bist ja dein Volksgenosse. Der Pamperlet, der auspumpte. Ja, aber Karli, du wirst doch jetzt nicht am Ende gar schlafen wollen. Natürlich werde ich schlafen. Ja, aber kaum machst du die Augen zu, dann fängst du an schnarchen an wie ein Bär und ich kann die ganze Nacht aufsitzen und mir das Geschrei von den kleinen Adolf anhören. Wenn du das Geschrei von großen Adolf nicht angehört, brauchst du das Geschrei von kleinen Adolf auch nicht anhören. Jetzt sind wir gekommen mit diesen Bombardierungen. Sogar in Heinz in sein Zimmer haben sie sich eingenistet. Wo werden die mir hingehen, wenn sie einmal werden bombardieren, hä? Karli, glaubst du nicht, dass die uns hier in Österreich... Ostmark, bitte nicht vergessen, wir sind die Ostmark. Hä? Wo werden wir denn hingehen? Am Balkan oben, den der Russ spitzt, oder nach Italien, wo der Amerikaner gelandet ist, oder gar nach England, nach London, wo der Churchill sitzt? Nein, mein Lieber. Wir sind eingekreist in der Panigegossen. Und das alles danken wir dem Führer. Und jetzt geh ich scheißen.
Natürlich sind wir besetzt, das wisst ihr nicht. Was ist da? Doof. Ein See sind sie, Gnade. Ist er noch auf? Jawohl, Herr Bockerer. Ich stehe ja schon eine ganze Weile. Duft der Mondscheinnacht heute, was? Ja, recht haben Sie das herausgezogen an der guten Luft. Sehen Sie mal, wenn man so die alten Häuser hier sieht und ein bisschen Kirche da drüben. Karlskirche, nicht wahr? Stimmt. Und das alles so mit den Mondscheinen garniert, hätte ich mir eigentlich ja nicht träumen lassen, was Wien für eine Knorke-Stadt ist. Was meinen Sie, Knorke? Ja, Knorke. Dufte. Eine schöne Stadt also. Ach so. Naja. Schön ist schon so werden. Duli. Duli? Naja, Knorke halt Duli. Ja, so ist es. Knorke ist Duli bei Ihnen. Ja, auch bei uns war es mal ganz Duli früher. Bevor der Herr Meier uns versprochen hat, dass kein einziges feindliches Flugzeug jemals über das Deutsche Reichsgebiet fliegen wird. Das Blaue vom Himmel hat er uns versprochen und ganz was anderes ist runtergekommen. Das kann ich Ihnen sagen. Und wie Berlin heute aussieht, meine Fresse. Dulli. Wer hat Ihnen das versprochen, der Meier? Ja, wissen Sie das nicht, Herr Bockerer? Dass der Göring gesagt hat, er will Meier heißen, wenn ein einziger feindlicher Bomber übers Reichsgebiet fliegt? Für Meier gibt es nicht einmal ein Telefonbuch, als wie Bomber übers Reichsgebiet kommen sind, Feindl. Das kann man sagen. Wissen Sie, ich habe direkt eine tolle Routine gekriegt, wie ich es sozusagen vorgefühlt habe, die Bomber. Ich bin mein privater Hausposten, können Sie das verstehen? Ich bin direkt ein Hase geworden. Wenn man innere Urwascheln anschaut, kann man das glauben, Herr Gnade. Menschenskind. Ich kann vom Glück sagen, dass ich sie überhaupt noch habe, meine Ohrwascheln. Im KZ habe ich jemanden gekannt, dem haben sie die Ohren einfach abgeschnitten. Im KZ? Wo war denn das? Im KZ Oranienburg. 17 Monate war ich da untergebracht. Dem Manne. Mühsam hat er geheißen. Mühsam? Mühsam. War ein deutscher Dichter. Dem haben sie die Ohren abgeschnitten und dann haben sie ihn tot geprägelt. Und dann haben sie die Leiche in der Zelle aufgehängt und dann haben sie behauptet, er hätte sich das Leben genommen. Ich habe ihn erst dort im Lager kennengelernt, wissen Sie. Das ist ein feiner Mensch gewesen. Warum wurden Sie dort untergebracht, Herr Knabe? Ach Gott. Ich habe mir damals gedacht, man muss was unternehmen. Man kann sich doch nicht alles gefallen lassen. Ich habe ja gleich gesehen, wie der Hase läuft. Und da habe ich gedacht, einer alleine kann ja nichts machen. Da müssen viele sein, die zusammenhalten, damit es anders wird. Und da haben sie mich eben geschnappt. Wenn Ihnen so reden hört, dann glaubt man direkt der Hermann rein. Wer ist denn das? Der Hermann? Das war ein Freund von mir, Eisenbahner. Den was in Dach hat erschlagen haben. Danke, Herr Bockerer. Ich bin eigentlich mehr ein Vecina-Raucher, ne? Gibt's schon nicht mehr. Vecina. Ich glaube, ich habe alle geglaubt, das ganze Unglück, was da bei uns hereingebrochen ist. Und den sind die Preise schuld. Aber wenn Ihnen so reden, Herr, dann sieht man erst, ich hab's noch auch nicht freiwillig einlassen. Ein Schiegel drüber. Der ja ein Österreicher ist, nicht wahr? Aha. Haben wir sich ja gleich gedacht, dass der Herr Bockerer wieder was angestellt hat. Wissen Sie denn nicht, Herr von Bockerer, dass infolge der Luftschutzregulationen eine totale Verdunklung zu herrschen hat?
dass ein einziges Zündholz, was in der Gassen aufflackert, ein feindliches Luftgeschwader herbeilocken kann? Herr Inspektor, wenn ein feindliches Luftgeschwader einen Guster auf uns hat, dann findet's uns. Ob wir uns einen Chick anzünden oder nicht. Immer mit seinem Spaß, der Herr Bockerer. Hab's ja schon lang aufgegeben, Ihnen die Leviten zu lesen. So lange ist das noch nicht, erst in letzter Zeit ein bisschen. Herr Bockerer, Sie wissen, Dienst war Dienst. Im Dienst bin ich ein Rayonsinspektor. Außerhalb ein Mensch. Was wir jetzt tun gehabt haben, da waren es eigentlich alle ein Dienst. Gezwungenermaßen, Herr Bockerer. Im Grunde genommen sind wir ja alte Freunde. Seit so vielen Jahren. Also, alte Freunde. Was ist eigentlich los mit Ihnen, Herr Inspektor? Wieder einmal eine kleine Wandlung. Oh, Unsinn. Schöne Sommernacht haben wir heute. Ja. Klarer Himmel, wenn man da aufschaut auf den Mond. Direkt friedlich. Kinder, tadelloses Flugwetter. Wie meinen? Das ist ein Herr aus Berlin, der was bei mir einquartiert ist. Knabe? Ein Knaben ums Aussehen bombardiert aus Berlin. Er kennt Ihnen viel erzählen. Fachmann sozusagen. Ich bin nur ein kleiner Uhrmacher von Hallischen Tor, meine Herren. Feinmechaniker. Und da habe ich mir in den letzten Monaten sozusagen so einen Innenseismographen zugelegt. Wissen Sie, so peu à peu. Was meinen Sie denn? Hören Sie nicht? Na. Und jetzt? Immer noch nicht? Aber jetzt hören Sie es, was? Eine Luftschutzübung, stell dir mal vor. Nee, Kinder, das kenn ich. Jetzt kommen Sie. Ist die französische, die letzte. Ja, aber ist nicht gescheiter, wenn wir die französische zwischen die russische und die englische stecken? Ja, diesbezügliche Vorschriften sind nicht erlassen worden. Die Vorschriften, Frau Binnerl, müssen wir uns jetzt langsam wieder abgewöhnen. Wir sind ja nicht mehr unter Hitler. Herr Arzinger, wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, dass ich diesen Namen nicht mehr in meinem Haus hören will. Tot ist er, der Kerl, und passt. Möchte Sie aufmerksam machen, dass die Russen diesbezüglich anderer Meinung sind, wie Sie heute im Radio verkündet haben. Also was machen wir mit den Franzosen? Na, am besten, ich frage den Karli. Karli! Karli! Was ist denn? Ich höre ja nichts. Komm heraus! Ja. Was ist denn? Was habt's denn? Da geht's dumme Zeit. Wir kommen doch zu spät zur Parade von den Alliierten. Ja, aber Karli, das Fahnenarrangement ist doch sehr wichtig. Ja, wir wissen nicht, wo wir die Franzosen hinstecken sollen. Was steckst hin, wohin du willst? Da geht's dumme Zeit. Dann kommen wir später mal. Ja, aber Herr Bockerer, wo wir sozusagen jetzt die amerikanische, russisch-englische und französische Zone verkörpern, ist es sehr wichtig zum Zeichen der Dankbarkeit. Ich soll aber mit der Dankbarkeit was zum Fenster raushängen. Also jetzt dumme Zeit. Ich geh mal inzwischen die Füße waschen. Lavabos, wie der Lateiner sagt. Ich geh geschwind zur Frau Quisterle, komm ich nachschauen, wie sie es drapiert hat, die Fahnen. Ja. Wir holen die dann ab, Herr Bockerer. Ja. Quisterle, natürlich. Die Quisterle wird's wissen. Die Obernazi. Bis gut übereinander. Quisterle heißt Obernazis. Na, wo ist er? Jetzt hat die Füße wieder dreckig. Kann ich von vorne anfangen. Ein Fußboot ist was Feines.
Was sind's denn? Was wollen's denn? Wahrscheinlich hat ihnen wieder der Dr. Galeitner hergeschickt, was? Ich kauf kein Schleichhandelsware, sagen Sie ihm das. Schleichhandel, Gott verdammt. Dann nächstes Mal, wenn Sie bei mir bei der Tier reinkommen, dann klopfen Sie ab, bis Sie für einen anständigen Menschen kehren. Rechtbeins, Volksgenosse, der Führer. Fassen Sie sich, Volksgenosse. Keine Formalitäten. Die Zeit drängt. Wandere dich nicht, ehrlicher ostmärkischer Mann, der Arbeiter der Faust. Der Führer lebt. Der judo-bolschewistisch-plutokratischen Hetzblicke, die unser herrliches Deutschland in einen Trümmerhaufen verwandelte, zum Trotz. Ich lebe. Herr, werde ich Ruhe finden. Niemand. Glaubst du, dass mich der Allmächtige, der mich zum Retter des Reiches auserkoren hat, der mein in der Geschichte einzig dastehendes Werk so sichtbarlich gesegnet hat, durch Jahr und Jahr und Jahre, es wagen würde, mich abgratzen zu lassen? Das ist er. Im Jahre 1190 soll der große deutsche Kaiser Friedrich Rotbart Barbarossa im heiligen Kampfe gegen die Feinde des Reiches im sizilianischen Flusse Gerzner den Helden dort gefunden haben. Legende, Volksgenosse, Legende. Barbarossa ist in den Gipfelhäuser eingegangen. Das ist die Wahrheit. Im Jahre 1920 jedoch ist er wieder erstanden in der einfachen Gestalt eines unbekannten Soldaten des Ersten Weltkriegs. Die Wiedergeburt eines aus Blut und Eisen geschmiedeten Reiches zu gründen. In meiner Gestalt, Volksgenosse. Doch der Stunde zur bluteisernen Wiedergeburt sollte noch nicht geschlagen haben. Und so hatte dein Führer auf den Barrikaden Berlins den Helden dort gefunden. Sage nicht, ehrlicher ostmärkischer Mann. Legende, Legende, der Führer lebt. Als ein unerkannter Flüchtling einzugehen in die Gipfelhäuser. Das geächteste Sägerstunde des Reiches lebt. Du bist ein nach wie vor tiefst innerlich überzeugter, fanatischer, nationalsozialistischer Arbeiter der Faust, der seine verfolgte Führer in der Stunde der Not im blinden Gehorsam ergeben bleibt. Ich sehe es deinem ehrlichen, arischen Gesicht an. Unter diesem bescheidenen Dach eines unbekannten Wiener Parteigenossen hat dein Führer Zuflucht gefunden. Ja, und ich habe mich mit unerbittlicher Entschlossenheit dazu entschlossen, hier 100 Tage zu verweilen. 100 Tage? 100 Tage! Und keine Sekunde länger. Ja, hierher hat es mich getrieben. Zurück in die Stadt meiner Jugend. Du kennst mein Buch. Die Bibel eines jeden echten deutschen Mannes. Du weißt, was ich gelitten habe in dieser Stadt. Ein mittelloser junger Künstler, ein hochbeanlagter Maler und Architekt, der als missachteter Hilfsarbeiter ein kümmerliches Dasein fressen musste. Warum, frage ich dich? Warum? Was war's denn hin? Der Jude. Immer der Jude. Der Jude! Hier habe ich zum ersten Mal seine Bekanntschaft gemacht. Hier habe ich ihn doch schon gelernt. Moment, geht der Rosenblatt? Da müssen Sie ihn robaieren, lieber Herr. Verjodet! Die senilen, blattfüßigen Schranzen und Judenknechte der Akademie, die meine Aufnahme vereiften. Der alte Weltfeind damals wie heute. Ich damals litt, so leid ich heute wieder. Niemand kann sich eine Vorstellung machen, was ich gelitten habe in den letzten Wochen. Ich, der niemals da
Ich, der immer nur an das Wohl seines Volkes dachte. Ich, der es emporgeführt hat an die Pforte der Weltherrschaft. Ich musste sein Leben als lebender Leichnam gejagt, verkannt, geächtet. Auf der Landstraße, am Horizont der Mahnstrom der judenhörigen Armeen in Scheunen übernachten. Dieser Schmach niemand konnte vorstellen. Oder doch? Ja. Deinem abgehärten, braven, ehrlichen, deutschen, nordischen Gesetz es an, dass du nicht minder leidest unter der schamlosen Verknechtung Deutschlands. Ich, aber der Krieg wird dennoch unser sein. Mit deiner Hilfe. Mit meiner? Keine Bedenken, wackerer Volksgenosse. Ich verstehe sehr wohl, dass dir die Freude über diesen, den größten Augenblick deines Lebens, den Atem verschlägt. Doch keine Bedenken jetzt, sondern bedingungsloseste Führergefolgschaft in der schicksalsschwangersten Stunde der Nation. Ich habe die heilige Flamme mitgebracht. Schwanger? In der Flamme haben's mitgebracht? Bitte, für eine Person hätte ich noch Platz, aber zwei oder gar drei? Die heilige Flamme des deutschen Blutes, und ich trage sie unerschütterlich voran. So ein Flitsch. Millionen haben ihr heiliges deutsches Blut vergossen, in meinen Auftrag mit meinen Namen auf den Lippen. Ihr Blut schreit zum Himmel, der Hunger der Überlebenden schreit zum Himmel, der schwarze Rauch aus hunderten verknechteten, herrlichen Deutschen schreit zum Himmel! Wem trifft die Schuld an dem größten Verbrechen, das jemals in der Menschheitsgeschichte begangen wurde? Wem trifft die Schuld? Ihnen. Was? Jawohl. Ihnen. Und jetzt lassen Sie mal wir reden. Die ganze Zeit haben nur Sie geredet. Selbst bei mir da bei der Tiere reingekommen sind, ohne anzuklopfen, wie Sie sich für einen anständigen Menschen gehört, haben Sie ununterbrochen geredet. Die letzten 25 Jahre haben Sie ununterbrochen geredet. Und was ist rausgekommen dabei? Ein notorisches Debakel. Aber jetzt rede ich, kerndeutsches Gesicht hin, kerndeutsches Gesicht her. Jetzt rede ich mit Ihnen von Österreicher zu Österreicher. Was nicht froh ist? Ich soll Ihnen helfen. Ich, der Bockerer, denn was sein eigener Buben. Erst habt's mir den Buben so verhetzt, dass er nicht einmal mehr gewusst hat, wer seine Eltern sind. Und dann habt's mir den Tod kommandiert. Verschlagen haben sie, verreckt ist er, wie Millionen verreckt sind. Und den Hermann habt's mir auch erschlagen in Dachau. Gott, seid ihr total verrückt geworden. Ich habe Reichsmarschall Göring niemals nach Dachau geschickt. Wer redet denn von dem Bladen, Hermann? Von Morgan Hermann ist die Rede. Von meinem Freund, von Eisenbahner, der was mein Spätze war. Kenne keinen Hermann Eisenbahner. Das ist ja. Sie kennen ja nicht an. Nicht an von alle die Millionen, was da erschlagen habt. Nicht an kennen's. Na, feiner Hecht sind Sie. Ein Massenmordfabriksdirektor sind's. Und ich so in der Hälfte mit meinem abgehärmten Gesicht. Ja, wo hab ich's denn her? Wer hat denn mir geholfen? Schaut sich in mein Geschäft an, wie das ausschaut. Ruiniert es hieß. Und wer ist schuld dran? Sie sind schuld. Sogar mein Geburtstag haben sie mir gestohlen. Oder glauben Sie vielleicht, das ist ein Vergnügen, mit jener am selben Tag geboren zu sein? Sogar auf meinen Jahrgang haben sie ihn versessen sehen. Sie Zwilling, Sie Miserablicher. Eine magische Gewalt hat ihn hergezogen, ausgerechnet zu mir. Noch während in die Bahnen gegossen, zu Bockerer. 100 Tage wollen Sie da bleiben. Der Napoleon auf Helena. Und er in der Bahn gegossen. Was ist? Ziehen Sie noch die Schuhe aus. Nehmen Sie ein Fußbad. Und in der neuen Reichskanzlei richten Sie da draußen bei mir auf mein Häusle. Oh, ich bin ja selber ein Verbrecher. Wenn ich mit Ihnen rede, mit einem Menschen. Mit Ihnen. Ausbauen zuerst. Auf den Kerst. Am Eiffelturm, damit die ganz Europa sieht. Sie Vegetarier, Sie. Himmler. Himmler. Verhaften Sie diesen Volksverbrecher. Führerbefehl. Enthauptet ihn.
Kopf ab! Kopf ab! Kopf ab! Kopf ab! Himmler! Himmler! Er hat mich verlassen. Auch er. Und dann? So werde ich ihn selber rechten. Also, da schlagen willst du mich mit meiner eigenen Hacke, was mir da draus gestohlen haben in mein Geschäft. Aber komm her, wenn's dich traust. Die ganze Welt hat sie da gefallen, Herr Hitler. Aber jetzt ist aus. Jetzt fürcht sie keiner mehr. Ja, nicht einmal ein Tafel fürcht sie mehr vor ihnen. Geh her, wenn's dich traust. Wo? Ich kann kein Platz sein. Er kann kein Blut sein. Der Herr Hitler. Er kann kein Blut sein. Ich glaub nicht, dass er da sein kann. Hier ist die Fleischhaare Bockerer. Da probieren wir es halt. Folgen Sie mir, meine Herren. Der Herr Bockerer. Kommen Sie geschwind, da ist er. Dankeschön, Herr Inspektor. Das ist er, der Söschgrube. Schiegelgrube, meinen. Na, Alois Söschgruber heißt er. Männer des Deutschen Reichstags. Ja, ist das? Ein Hocken hat er. Vorsicht, gemeingefährlich. Ja, wo kommen denn die Herren her? Vom Stauhof sind wir. Was? Von Stauhof? Nicht möglich. Schaut genauso aus. Sind Sie sicher? Seitdem die Anstalt auspumpt ist, kommen sie uns alle aber wieder aus. Ein Narischer. Nicht so laut. Ein Tapezier gesehen. Unheilbar größenwahnsinnig. Tobsuchtsgefahr. Sie müssen absolut vorgeben, in blinder Ergebenheit an ihn zu glauben. Das habe ich eh gemacht. Sehr gescheit, sehr gescheit. Die hocken natürlich komplizierte Geschichten. Ja, da müssen wir es halt wieder mit unserer alten Routine versuchen. Der ist ja schon 5 Jahre bei uns draußen. Das hat ja auf ihn schon eingespielt. Achtung! Franz, der neue japanische Gesandte. Jawohl, Majestät. Mein Führer. Wo ist SS-Brigadeführer Fegelein? Wenn mich die Ortsams zur Stelle, mein Führer. Goebbels, Herr. Goebbels. Das mache ich jetzt ja 5 Jahre mit. Zur Stelle, mein Führer. Wie sieht das aus in Argentinien? Ja, wunderbar, mein Führer. Wunderbar. Wollen wir vielleicht ein bisschen in den Überzieher schlüpfen? Ja, es ist kalt. Schneereicher August. Immer besorgt um seinen Führer, der kleine Tochter. Ich danke Ihnen allen. Und den hab ich ernst genommen. Kompliment, mein Herr, Kompliment. Was? Was ist denn? Was ist denn, Hatzinger? Kennst du nicht deinen Führer? Na, weiß ihm doch den deutschen Gruß, Hatzinger. Herzig. Generalfeldmarschall von Mackensen, der tiefst verehrungswürdige Rüstiger der heutigen Exzellenz, ich danke Ihnen, dass Sie sich in der Stunde höchster Not mit altbewährter Treue um Ihren fehlgeprüften Führer geschart haben. Das ist der Sieg! Vögelein! Ich ernenne Sie hiermit zum obersten Wehrwolf. Wer? Wo ist? Na, pardon, Postoffizial Hatzinger Chamsardiner. Habe ich die Ehre. Hatzinger? Fegelein? Unbekannt? Führer, kennst du nicht deinen treuen Gefolgsmann in Hatzinger, der was so geglaubt hat an die Neu-Hatzinger heißt er. Hatzinger! Vom Bund Deutscher Mädchen, natürlich, Fegelein, natürlich! Haben Sie nicht die SS-Frau der Bruchschule in Deutsch
Eilau geleitet, habe ich Ihnen nicht das Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen? Na, alter Steiger, wo hast du das denn, das Eichenlaub von den deutschen Madeln? Sag's her. Ja. Eichenlaub, bunter deutschen Mäh, das ist ja Zwangsjacken. Was wundert dich denn, Harzinger? So eine Zwangsjacken haben wir doch alle die letzten 7 Jahre getragen. Na, also, ich habe jetzt gerade mit der Anstalt telefoniert. Den Herzog von Windsor haben sie draußen ein Böttfeinsdorf erwischt. Na, wir haben einen Hitler. Es fehlt nur mehr der alte Franz Josef. Ja, Franz Josef, ich hab's. Du gehst mit zur Hofburg, ich frage sie auf Schönbrunn. Auf einen von den 2 Plätzen müssen wir erwischen. Käferlein! Ja. Gab so. Na, was sagst du? Ein narischer Tapezierer. Ein entsprungener narischer. Unheilbar größenwahnsinnig. Harzinger, Mister bei die Karten, ich bin gleich wieder da. Ich glaubt, ihr wollt so parat. Harzinger, ich hab mein Parat schon daheim gehabt. Also, Sie warten hier, Herr Dr. Rosenblatt. Staff Sergeant Montgomery Royce, bitte, Frau Bienel, General Headquarters. General, General sein? Aber nein, ich bin Staff Sergeant. Ja, Sie warten hier. Das wird eine Überraschung geben. Okay. Die Panikgegoss. Harzinger, ich bin ein bisschen zu spät, bitte. Wo ist denn der Kalli? Kalli? Ja, was ist denn? Kalli? Was hast denn schon wieder? Eine Überraschung. Eine freudige Überraschung. Du, Kalli. Besuch ist da. Hoher Besuch. Ja, so einer, komm, wer ist denn? Komm her. Was? Am Ende war der General? Ja, er ist. Feldmarschall von Matzinger, das ist was für dich. Ein feindlicher Kollege ist eingetroffen. Ich geh. Ich hab von den Krieg schon nur gehabt, bevor er angefangen hat. Ja, aber Kalli. Verstehen Sie das, Herr Harzinger? Ein herzliches Grüß Sie Gott, Herr Baron von Hatzinger. Ja, okay. ja. Nur keine Umstände. Wo ist er denn? Da drin, ich verstehe nicht mehr. Alles okay, Frau Bienel. Fein, dass Sie die Karten parat haben. Ein komplettes Spiel. Ja, aber Herr Dr. Rosenblatt, sind Sie es wirklich? Legen Sie die Karten zum Tarok aus. Okay. Was ist denn das? Habe mir erlaubt, zur Wiedersehensfeier echten, alten französischen Cognac mitzubringen, Marke Napoleon. Was, ein französischen Cognac? Na, da wird der Bockerer schauen. Servus, Rosenblatt. Kalli? Das ist ein feiner Empfang. Sie sind der Alte geblieben, Herr Bockerer. Sie sind okay. Dankeschön, dass Sie es mir aufgehoben haben. Aber unter den gegebenen Umständen ist alles okay. Ich glaube nicht, dass ich das Zeug noch brauchen werde. Glaubst du, Herr Doktor? Na, das kann man nie wissen. Vielleicht kommt einmal wieder in irgendeinem Nordenhaus ein Verrückter aus. Der ganze Wirbel fängt von vorne an. Meinen? Deswegen müssen wir aufpassen, Doktor. Aufpassen wird die Lux. Alle miteinander, wie wir da sind. Bienel, du musst aufpassen. Und sogar der Harzinger muss aufpassen. Damit wir endlich einmal in Ruhe und Frieden unser Tarok spielen können. Du, Herr Bockerer, einen Napoleon haben wir da. Ja, aus ist der Hof. Soll einer kommen, soll ich mitspielen, soll ich kibitzen. Mir ist schon alles wurscht. Aber nein, habe mir erlaubt, aus Frankreich einen echten alten Cognac mitzubringen. Marke Napoleon.
Lieber Doktor, jetzt sind Sie ein bisschen früh dran zu der Ruckpartie. Aber den Donnerstag, den haben Sie pünktlich eingehalten. Prost. Prost, Prost. Genau. Na gut. Nicht schlecht, der Franz. Ja, ich glaube nicht, dass in 150 Jahren ein so guter Schnaps noch ein Hitler heißen wird. Noch ein Hitler? Ein Schnaps? Ja, da. Nicht einmal ein Abführpulver. So. Und jetzt spielen wir endlich einmal den Rock. Gehen wir? Ihr Blatt. Herr Rosenblatt.